Moin, Ladies and Gentlemen. Wieder darf ich euch zu einem kleinen Video begrüßen und heute habe ich mal was Ausgefallenes für euch auf dem Tisch stehen. Und zwar Tokyo Marui Typ 89 und das Ganze als GBB-Version. Also einmal einen Japaner auf dem Tisch stehen. Wo ist er? Nein, Quatsch. So, dieses Modell ausgefallen, denn ihr bekommt diese Waffe leider in Deutschland nicht her. Importiert leider keiner. So, ich habe das Ganze vom Wilhelm bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und er hat das Ganze über die Firma Shopgun als Einzelimport nach Deutschland geholt. Bedeutet hier Kostenpunkt doch mit dem Einzelimport doch relativ hochpreisig. Österreicher, Schweizer, ihr bekommt sie natürlich problemlos her und dementsprechend werde ich auch wieder einmal im Detail auf alles eingehen. Gut Leute, macht euch ein Bierchen auf, dann geht's los. So Leute, dann starten wir zunächst mal wieder mit dem Lieferumfang. Den kann ich euch heute nicht genau sagen, denn letztendlich kann ich euch nur sagen, wie ich die Waffe vom Wilhelm bekommen habe. Ich habe im Netz ein bisschen rumgeschaut, so ungefähr müsste es passen. So, auf jeden Fall Lieferumfang, was wichtig ist, zunächst mal was sehr pornös ist. Marui packt ihren blöden Karton einmal in den bedruckten Stoff ein. Bedeutet, ihr habt hier nicht nur einfach nur einen Karton, sondern es ist einfach eine Stoffoberfläche, die bedruckt ist. Das wirkt schon allein mega sexy und allein wegen dem Karton würde ich mir die Waffe kaufen. Nein, Quatsch. So, dann habt ihr im Lieferumfang enthalten ein 20 Schuss Gasmagazin. Also ihr seht dieses kleine, kurze M16 Vietnam Magazin und ebenfalls dieses große hier vorne. Ihr habt aber letztendlich standardmäßig nur das kleine einmal enthalten. So, dann natürlich die Waffe, ist klar. Einmal dieses QD-Zweibein, was hier vorne dran ist, ist ebenfalls enthalten. Wo ich mir ein bisschen unsicher bin, das ist einmal die Pick-Rail hier im oberen Bereich. Die ist, glaube ich, nicht standardmäßig dabei. Ich weiß es aber nicht genau. Also manche Bilder sieht man im Netz, da ist sie drauf. Bei manchen sieht man, da ist die Waffe komplett blank oben, also ohne Pick-Rail. Kann sein, dass er dabei ist, weiß ich, wie gesagt, nicht zu 100%. Vielleicht ist er dabei. So, und daher es hier natürlich sich um einen Einzelimport handelt, haben wir eine deutsche Gebrauchsanweisung dabei. Und diese wurde einmal von der Firma Shopgun für das Beschussamt einmal erstellt sozusagen. Hier ist ein Punkt drin, wenn ich das gelesen hätte, wäre ich schon drauf gesprungen, aber egal, kommen wir gleich dazu. Ansonsten halt alles auf Deutsch, einmal fürs Beschussamt, wie sie die Waffe halt betreiben und zulassen können sozusagen. Und natürlich hier auf seitlich dann einmal unser F quasi mit dem Wappen einmal aufgelasert. So, das soll es mit dem Lieferumfang schon gewesen sein. Ein paar Mumpeln habt ihr wahrscheinlich noch drin oder sowas und ein Speedloader kann schon sein. Wie gesagt, weiß ich nicht genau. Gut, dann können wir gleich weitermachen mit den technischen Daten. Die Waffe kommt, wie gesagt, einmal von Tokyo Marui, wird also in Japan produziert und der Einzelimport einmal über die Firma Shopgun. So, wenn ihr jetzt mal rumschaut in verschiedenen Shops im Ausland, dann kostet die Waffe einzeln ohne Import so circa 530 bis 550 Euro. Das ist an sich für eine Marui GBB in Ordnung, würde ich sagen. Klar, nicht billig, aber auch nicht brutal überteuert, so 800 Euro oder so. Nee, wie gesagt, 530 bis 550 Euro. So, mit der Einzelabnahme hat der Wilhelm jetzt bei Shopgun für die Waffe komplett 730 Euro bezahlt. Und da muss man auch sagen, für die Abnahme, für das Erstellen von der Anleitung, fürs Beschussamt ist es auch für die Zulassung eigentlich in Ordnung. Also auch hier hält sich in der Waage, nicht irgendwie unnötig, einfach teuer gemacht das Ganze. Dementsprechend Einzelimport doch recht human vom Preis her. So, dann haben wir hier die Klappschaft-Variante. Es gibt natürlich auch noch eine Festschaft-Version vom Typ 89. Hier einmal die Klappschaft-Version. Diese hat eine Länge im aufgeklappten Zustand von 915 mm. Und wenn wir den Klappschaft einmal einklappen, erreichen wir noch 760 mm. So, dann der Innenlauf. Und hier kommen wir wieder auf den Punkt zu sprechen, den werde ich euch heute noch öfters erwähnen. Ach, Dominik, was los? Nein, also Shopgun ja. Da erstellen Sie hier eine Anleitung und dann schreiben Sie hier unten sogar schön auf Deutsch hin Innenlauflänge. Und wenn ich die Zahl abgetippt hätte, dann wäre ich so schon gar nicht zur Zulassung gegangen. Nee, sorry, das geht gar nicht. Natürlich muss man auch wieder bedenken, Marui will das Ding unter 1 Joule haben. Gut, mit unseren Gassorten, was wir verwenden, schafft sie auch so ein bisschen mehr. Aber standardmäßig baut hier Marui gerade mal einen GBB-Lauf rein, von der Aufnahme her mit einer Länge von 250 mm und einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Bedeutet, der Standard-Innenlauf geht gerade mal bis hierher.
Ja, für Marui, für Japan, für die Energie ist es in Ordnung. Aber wie gesagt, Mensch, Dominik, wenn der da schon schreibt, Innenlauflänge 250 Millimeter und ihr seht das lange Ding da, dann ballert doch dann 363er rein oder sowas und lasst das Ding mit einem längeren Lauf zu. Jetzt hat natürlich der Kunde ein Gewehr für 730 Euro und hat einen 250 Millimeter Lauf drin. Also das ist ein bisschen suboptimal, muss ich sagen. Das ist nicht ganz perfekt umgesetzt. So, nichtsdestotrotz machen wir weiter. Wir haben die Pickerel oben. Wie gesagt, ob die dabei ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit einer Länge von 105 Millimeter. Dann haben wir noch einmal das Gewicht. So, das Ding ist relativ schwer. Sie wirkt sogar ein bisschen schwerer, wie sie eigentlich ist. Auf die Waage bringt sie 3.988 Gramm, also 4 Kilo. Geschätzt hätte ich sie fast mit 4,5 Kilo. Also die ist relativ, vielleicht aufgrund des Zweibeins, ich weiß es nicht, aber die wirkt einfach mega massiv und ein bisschen wuchtig, muss man sagen. Also ich hätte, wie gesagt, ich hätte ein kleines bisschen mehr geschätzt. So, dann haben wir vorne Mündungsfeuerdämpfer, Standard 14 mm Linksgewinde. Bedeutet, ihr könntet das Ding auch noch verschandeln und hier vorne einen Schalldämpfer draufschrauben. Wäre möglich, oder ein Tracer. Dann hat dieses Modell auch dieses Marui Z-System, also ZET-System. Bedeutet letztendlich nichts anderes, wie dass der Verschlussträger, wenn er in den Verschlussfang reinfährt, einmal gefedert wird oder abgefedert wird. Das ist schon alles. Das bewirbt wieder Marui als mega geil. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es letztendlich ein gefederter Verschlussfang. Das war's schon. Gut, und dann bleibt abschließend noch die Energie. Natürlich Japan. Dementsprechend soll das Ding natürlich eigentlich ein bisschen unter 1 Joule haben, so 0,8, 0,9. Sie hat ein kleines bisschen mehr auf jeden Fall mit den deutschen Gassorten. Ich habe das Teil für euch nachgekront mit 0,2 und 0,3 Gramm. Verschluss arretiert.
Gut Leute, Chrono, Schusstest haken wir einmal ab. Nochmal kurz Thema Schusstest, bin ich eigentlich von der Marui ein bisschen Besseres gewohnt. Gerade wenn man sich die Backups anschaut von Marui, die Highcuppers oder die auch FNX, die schießen einfach sehr, sehr gut out of the box. Das Typ 89 ist hier vom Hop, ja, ist da nicht rangekommen. Also es war sehr, sehr schwer. Ich habe nur 25 dabei gehabt, ich habe nur 28, ich habe nur 3er dabei gehabt. Natürlich, die Waffe ist für unter 1 Joule ausgelegt und vielleicht für 0,2 Gramm ausgelegt. Aber ich dachte, dass zumindest vielleicht 0,28 sauber funktioniert. Das war aber nicht der Fall. Bedeutet, ja, 0,25 wäre ein bisschen besser gegangen. Ich habe aber letztendlich einen Schusstest dann einmal mit 0,28 gemacht. Daher sie einfach von der Präzision am besten waren. Also wie gesagt, 0,3er, die sind zu früh abgeflogen und 0,25, die haben ein bisschen mehr geschwankt wie 0,28. Dementsprechend Schusstest mit 0,28, aber ja, Präzision, ein bisschen Streukreis auf 50 geht auch besser meiner Meinung nach. So, könnte vielleicht daran liegen, dass wir hier ein relativ komisches Hop-Up-System haben. Bedeutet, wir haben hier zwar eine Langwaffe, das Hop-Up-System selbst ist aber eher wie bei einer Backup. Bedeutet, wir haben auch seitlich diesen Tensioner hoch, diesen Stahlblech-Tensioner, der einmal runtergeht und seitlich drückt, anstatt dass wir einen sauberen Tensioner von oben haben. Das ist ein bisschen komisch umgesetzt bei dem Modell. Aber wie gesagt, wir schauen uns das Thema Hop-Up später natürlich noch einmal im Detail und im demontierten Zustand an. So, dann lasst uns mal weitermachen mit den allgemeinen Informationen und hierfür drehe ich euch das Typ 89 einmal ein bisschen ins Licht rein. Einmal von der Seite. Am Anfang dachte ich mal, oh, ein Japaner, ich weiß nicht, möchte ich da unbedingt ein Video drüber machen. Aber Leute, wenn man das Ding mal eine Stunde in der Hand hatte, also ich feiere es ein kleines bisschen. Wie gesagt, wird es das Ding als ordentliche oder gescheite SALG geben, hätte ich schon eine. Habe mich echt ein kleines bisschen verliebt in das Ding. Es ist gut von den Magazinen ähnlich, ein M4 oder ein M16, aber es ist trotzdem mal ein bisschen was anderes. So ein bisschen so eine Mischung. Vielleicht aus einem SIG und von dem M16 irgendwie so ein bisschen kombiniert. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich feiere das Design ein bisschen. Es ist eine wirklich sehr, sehr schöne und stimmige Waffe einmal. So, schauen wir uns das Ding an. Zunächst mal fangen wir vorne an. Wir machen erstmal so einen schauen wir erstmal so das Grundzeug ein bisschen an und später natürlich nochmal im Detail. Mündungsfeuerdämpfer und Rohr, jeweils das Aluminium. Rohr ist einteilig, geht komplett bis hinten einmal durch in die Zinkaufnahme. Dann haben wir vorne das Zweibein dran. Da muss man zunächst mal erwähnen, jetzt gerade wenn man es mal vergleicht, zum Beispiel G36 mit der Zweibein-Version oder L-Version, wenn ihr das nennen wollt. Da ist es mit dem Zweibein unten ein bisschen, wie soll ich sagen, vom Griff her ein bisschen unschön. Da erstens mal kann man das Zweibein unten teilweise zusammendrücken und durch das kantige Design ist es vom Griff, finde ich, ein bisschen störend. Beim Typ 89 ist das Zweibein komplett einmal abgerundet und liegt hier wunderbar einmal am Vorderschaft dran. Seht ihr hier unten auch, wird hier unten einmal sauber am Vorderschaft einmal arretiert dran. Und dadurch ist es absolut vom Griff null störend, ganz im Gegenteil. Die Hand liegt schön in dieser Rundung hier vorne drin und es greift sich auch mit Zweibein einfach nur hervorragend. Also tipptopp, da kann man echt nicht maulen. So, das Zweibein baut aber sehr, sehr viel Gewicht drauf, muss man sagen. Das sind ungefähr, gut, ich müsste schätzen, aber ungefähr so 250, 300 Gramm ungefähr, nur allein das Zweibein. Und entsprechend mit Zweibein die Waffe relativ frontlastig. Also die zieht schon ordentlich nach vorne runter. Dann, was ihr vielleicht auch seht, das Zweibein ist sehr, sehr lang. Bedeutet jetzt irgendwie im Liegen schießen, im hohen Gras oder whatever, eher nicht geeignet. Eher dann irgendwie auf einer Mauer auflegen oder irgendwo Fenster, Sims oder so auflegen. Dafür ist es in Ordnung. Wenn ihr sowas nicht auf dem Gelände habt, dann könnt ihr das Zweibein ganz easy einmal demontieren. Und das muss man sagen, das ist beim Typ 89 geil umgesetzt. Ihr habt hier vorne am Zweibein so einen kleinen Hebel dran, den drückt ihr einmal rüber und dann ist der Verschluss so oder die Arretierung geöffnet. Und jetzt könnt ihr das Zweibein vorne einfach zusammendrücken, zack, und abnehmen. So, und dann ist die Waffe deutlich leichter, also man merkt einen gewissen, deutlichen Unterschied und ist auch nicht so, ja, so stark frontlastig. Und wie gesagt, wenn ihr das nicht braucht, ganz easy einmal wegmachen, auf die Seite legen und gut ist. Falls sich jetzt jemand denkt, ah geil, schweres Zweibein, vermutlich aus Stahl. Nee, vergesst, das ganze Ding ist einfach nur ein riesengroßer, schwerer Zinkkloben. Bedeutet hier kein Stahl verwendet, sondern ja, Zink einmal verwendet. Ja, ist halt schwer und ist aus Zink. So, einmal hier vorne dann einmal der Vorderschaft oder Handschutz, je nachdem, wie ihr das nennen wollt, ist im inneren Bereich einmal aus einem relativ dünnen Stahlblech gefertigt und dann einmal mit so einem ABS-Abdeckung einmal noch vernietet. Schauen wir uns auch einmal später im Detail an. Auch hier sind zwar zwei Hälften, ihr seht, die sitzen sauber zusammen. Es fühlt sich durch den ABS-Kunststoff ein kleines bisschen, ja, so klapprig an, so ein bisschen schepprig an, aber es ist nicht schlimm. Also ich würde es nicht kritisieren oder es fühlt sich auch nicht billig an oder so, aber es ist halt ABS außen dran. Es ist halt Marui.
So, was ich ein kleines bisschen feiere, ist der Receiver. Upper und Lower Receiver. Erstmal Design, klar, habe ich vorhin schon gesagt, finde ich geil. Hier zunächst mal, die Qualität ist hervorragend. Er ist mega solide, mega robust und auch richtig, ja, richtig dickwandig, das Teil. Das heißt, ihr habt hier teilweise Wandstärken am Receiver von 2,5 mm. Das ist so ein richtig fetter, dickwandiger Receiver. Schließt alles bündig ab. Ihr habt hier kein Wackeln drauf, kein Versatz irgendwie drin. Das ist mega. Also hier qualitativ echt super. Und was man ebenfalls sehr löblich erwähnen kann oder muss eigentlich, das ist die Beschichtung. Zunächst mal die Farbgebung ist sehr, sehr schön. Wenn ihr mal guckt, hier die Kunststoffteile noch hier hinten, alles einmal in schwarz gehalten. Und Upper und Lower Receiver sind dann in so einem, ich nenne es jetzt einfach mal Sick Grau. Bedeutet, hebt sich ein bisschen vom Rest der Waffe ab und ist einfach unheimlich harmonisch oder sehr, sehr stimmig, muss ich sagen. Und nicht nur die Farbkombi ist sexy, sondern auch die Beschichtung, die hier drauf ist. Ich kann es euch nicht sagen, was für eine Beschichtung das ist. Ich weiß es nicht. Wenn ihr allerdings einen Schraubendreher hernehmt und da innen drin ein bisschen rumkratzt, bekommt ihr da keine Kratzer rein. Da müsst ihr schon wirklich einen Schraubendreher hernehmen, aufsetzen, runterpressen und ziehen. Erst dann bekommt ihr Kratzer in diese Beschichtung rein. Es könnte eventuell irgendwie eine Art Cerakote sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall deutlich kratzresistenter wie eine Standard-Eloxalschicht. Also hier Beschichtung wirklich sehr, sehr gut von Marui. Gut, dann können wir weitermachen. Magazinauswurf ist leider nur einseitig nutzbar. Vom Schützen aus auf der rechten Seite ist ähnlich wie bei einem M4, M16, nur vom Druckpunkt oder vom Knopf ein kleines bisschen kleiner. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ansonsten schauen wir es uns später nochmal ein bisschen an. Ihr kommt problemlos ran, wie gesagt, die Magazine flutschen hervorragend einmal raus und lassen sich auch super wieder einlegen. Aber halt nur einmal auf einer Seite nutzbar. Der Feuerwahlhebel dagegen ist auf beiden Seiten nutzbar, aber dieser ist auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Gerade Österreicher, Schweizer, die dieses Modell in allen Feuerpositionen nutzen können. Bedeutet, ihr habt hier nicht nur Safe, Semi und Auto, sondern dieses Modell schießt standardmäßig im Ausland auch einmal Burst. Bedeutet, ihr habt einmal oben Sicherung, dann Semi, dann Burst, dann Full Auto. So, und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, zunächst mal, Sicherung geht natürlich nur rein, wenn die Waffe einmal gespannt ist. Bedeutet, wir ziehen sie einfach einmal auf. So, und jetzt könnt ihr das Ding sichern. Jetzt habt ihr hier oben einmal die Sicherung drin. Dann dreht ihr runter, da habt ihr einmal Semi dann habt ihr den 3-Round Burst und dann hier habt ihr Full Auto. Ihr könnt das Ding also fast komplett einmal im Kreis rumdrehen. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig und auch die Positionen vom Feuerwahlhebel sind ein bisschen fragwürdig. Also ich weiß nicht, wie ein Japaner da sauber rankommt. Und wenn ihr mal herschaut, das Ding, das müsste halt echt zack, 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 also einmal komplett so rumdrehen. Das ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch der Winkel weicht ab, wenn ihr jetzt hier mal herschaut. Der Feuerwahlhebel steht jetzt nach hinten quasi auf sicher und auf der gegenüberliegenden Seite steht er aber 45 Grad nach oben. Also wie man hier sauber rankommt, das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, da muss man Japaner sein, um das zu verstehen. Ich weiß es nicht. Also ich finde ihn ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er klickt in die einzelnen Positionen sauber rein. Und in Deutschland ist eh nur einmal Safe und Semi relevant. Das heißt, die restlichen 180 Grad, wo ihr den rumdrehen könnt, braucht ihr eh nicht oder könnt ihr eh nicht nutzen. Okay, so, dann haben wir natürlich noch den Verschlussfang, natürlich mit Funktion, klar, GBB. Hier seitlich einmal dran, auch nur vom Schützen aus auf der linken Seite und funktioniert immer tadellos. Was ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, auch ein kleines, schönes Detail hier von Marui. Das ist einmal der Staubschutz hier seitlich dran. Wie gesagt, hier ist ja das System oder der Upper einmal offen. Hier könnt ihr quasi Staubschutz ganz easy einfach einmal zuschieben, zack. Und sobald ihr dann feuert, fährt er automatisch mit dem Verschluss wieder nach hinten und geht automatisch wieder auf. Und hier ist sehr, sehr leichtgängig, kein Haken, kein Widerstand. Ist einfach sauber umgesetzt. Also Verarbeitung, tipptopp, da kann man nicht maulen. Dann können wir uns letztendlich nur noch einmal den Klappschaft jetzt bei der allgemeinen Information anschauen. Der ist auch sehr stimmig, muss ich sagen, hat aber auch im arretierten Zustand ein kleines bisschen Luft. Kann hier hinten also ca. 5 mm ein kleines bisschen im Scharnier, kleines bisschen wackeln. Ich meine, das ist minimalst, wirklich stören tut's nicht. Einklappen, auch ein bisschen anders, wie man denkt. Bedeutet, hier unten seht ihr die fette Schraube vielleicht dran, einmal reindrücken. Und normalerweise würde ich ihn jetzt nach hinten wegklappen. Das geht aber nicht, ihr klappt den einmal zu euch her. Also einmal in diese Richtung. Braucht aber auch letztendlich nur einmal für den Transport. Wird auch nur über eine Feder gehalten, also nicht irgendwie, dass der hier vorne nochmal irgendwo einschnappt, irgendwie in einem Haken oder so. Das ist nicht der Fall. Also einfach nur über eine Federspannung wird der einmal geführt. Okay, Länge ist nicht einstellbar, bedeutet, der ist einfach so, wie er ist und ihr könnt ihn nicht irgendwie in der Länge irgendwie verschieben oder verstellen. Gut, dann schauen wir uns das System an.
zunächst mal, ihr könnt, wie gesagt, die Waffe nur sichern natürlich, wenn sie vorgespannt ist. Wenn das Ding nicht gespannt ist, geht die Sicherung nicht, braucht auch nicht mit Gewalt irgendwie drücken, sonst macht er irgendwas kaputt. Das System an sich, die Waffe ist ausgelegt, wie gesagt, Japan 1 Joule. Sie hat jetzt mit dem Protech Gas, hat sie schon ein bisschen mehr Joule. Hätte jetzt Shotgun hier einen längeren Lauf rein bei der Zulassung, sage ich mal einen Standard M4 Lauf, 363 mm zum Beispiel M4 Länge, dann würde das Ding standardmäßig wahrscheinlich auch problemlos auf 1,5, 1,6 Joule kommen. Kommt sie aber aufgrund der Lauflänge leider nicht. Hat man ein kleines bisschen, wie vorhin schon gesagt, ein kleines bisschen, naja, vergessen vielleicht. So, auch das System ist im Vergleich gerade vielleicht zu GHKs oder sowas, ist ja ein kleines bisschen träger. Bedeutet, wir schauen es uns später an, wir haben eine Schließfeder drin, die ist mega lang, total, das ist keine Ahnung, die geht so lang die Feder da innen drin. Und auch der Verschluss, es läuft zwar alles butterweich, wie gesagt, ich kann es euch vielleicht mal kurz demonstrieren. Der Verschlussträger hier innen drin zusammen mit der Nozzle, das läuft wirklich hervorragend, da ist kein Haken, kein Kratzen oder ähnliches, das läuft wirklich tipptopp. Aber dennoch ist die Waffe sehr träge, vermutlich aufgrund der doch etwas schwachen Rückholfeder oder Schließfeder einmal drin. Wie gesagt, die können einen Tick stärker sein, meiner Meinung nach. Gerade mit stärkerem Gas muss sie ein bisschen straffer sein und dadurch läuft die Marui einfach, die Typ 89, ein bisschen, naja, im Vergleich zu anderen Waffen, die wir bei uns eigentlich so bekommen, Marui, auch eine VFC, die laufen einfach ein bisschen spritziger. Also hier, die hat ja so ein bisschen so eine kleine Trägheit einfach drin. So, Abzug können wir uns noch später im Detail anschauen. Der ist auch wunderbar gelöst hier einmal von Marui. Bedeutet, ihr habt einen ganz, ganz kurzen Abzugsweg einmal. Vielleicht könnt ihr das hier einmal sehen. Wie gesagt, vielleicht 3 mm bis zum Druckpunkt. Zack, durchdrücken. Schönes Klicken drin und dann letztendlich der Rückstellweg genauso. Zack, Klick, Klick. Richtig schön kurz und knapp und, ja, und knackig. Schauen wir uns, wie gesagt, einmal bei den Internals dann nochmal im Detail an. So, jetzt muss man mal gucken, es gibt noch ein Thema, was auch ein bisschen komisch ist, das ist die Effizienz, aber das nehme ich dann später bei den Magazinen mit auf. Denn je nach Magazin natürlich ist die Gaseffizienz unterschiedlich. Natürlich, ihr bekommt aus dem Magazin mehr Schuss raus, natürlich, wie aus dem kleinen Magazin. So, das kleine Magazin, muss ich aber sagen, war sehr, sehr schlecht. Also sehr schlechte Gaseffizienz, ich weiß nicht warum. Und das große Magazin hat mega geschwankt. Also da hat man mal mehr, mal weniger Mumpeln rausbekommen, schauen wir uns aber später an. Dann würde ich sagen, hauen wir mal das Magazin rein und schauen uns jetzt einfach mal dieses System kurz mal im Detail an. Ich werde jetzt einfach mal den Verschlussfang unten halten. Das bedeutet, wir spannen es ja einmal vor. Wir spannen es ja einmal so. Dann schalten wir Semi ist schon. Und jetzt ballern wir mal eine kleine Runde trocken. Bedeutet, ich drücke den Verschlussfang einmal nach unten. Boah, hier stinkt es nach Nimrod. Ha, pfui. Nein, also das System an sich, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht schlecht oder sowas, aber ich finde sie ein bisschen langsam auch nicht, aber sie hat so ein bisschen, man meint einfach, der Weg ist vielleicht ein bisschen lang. So könnte man es vielleicht besser erklären. Obwohl, wie gesagt, das Magazin war komplett auf Temperatur, also war nicht kalt oder sowas, komplett 20 Grad. Und was viel deutlicher zu sehen war, wenn man ein bisschen schneller triggert, ich weiß nicht, ob es im Video rübergekommen ist, ist hier seitlich das ganze Gas ein bisschen raus. Also habt ihr lauter so fette Wolken raus gehabt. Und dann, wenn das auftritt, dann fällt das Ding aber sofort in den Cooldown rein. Also für eine Marui weiß ich nicht. Also gerade, wie gesagt, normal Marui ist dafür bekannt. Effizienz, geile Systeme, das System ist super. Aber irgendwie Gaseffizienz, Abdichtung, Cooldown-Anfälligkeit überzeugt jetzt die hier vielleicht noch nicht ganz. Wie gesagt, wir gehen später nochmal im Detail auf das einzelne Zeug einmal ein. Gut, das soll es eigentlich gewesen sein, Allgemeininformationen. Dann, wie gesagt, dann können wir gleich anschließend mit diesen Magazinen einmal weitermachen. Also, Thema Magazin wird ein bisschen ein längeres Thema. Zunächst mal klar, Marui-Magazine wieder schwer herzubekommen, nur im Ausland und auch relativ teuer. So, ihr habt zwei Magazine oder ich habe zwei Magazine zu bekommen. Erstmal das Originalmagazin, das ist ein 20 Schuss, eigentlich ein F16 Vietnam-Magazin, also ein kleines. So, hier muss man zunächst mal sagen, die Gaseffizienz von diesem 20-Schuss-Magazin war sehr schlecht und hat auch sehr stark geschwankt. Bedeutet, 20 Schuss Kapazität, könnt ihr ganz normal mit dem Speedloader, mit dem GBB-Aufsatz von vorne einmal reintanken, das Zeug, gar keine Probleme, klemmt nicht, hakt nicht oder sowas.
Aber die Gaseffizienz war, wie gesagt, war schlecht und hat auch sehr stark geschwankt. Teilweise war das Magazin nach 25 Schuss schon komplett leer und teilweise hat es dann 35 Schuss gehalten. Also 10 Schuss hin und her, also plus, minus. Was ihr gerade auch gesehen habt, wenn ihr mal ein bisschen schneller triggert oder sowas, dann kommt es zu ein Problem mit der Abdichtung zwischen Rotor und der Nozzle, bedeutet, es spritzt ein bisschen Gas raus. Und das ist aber bei beiden Magazinen der Fall. Bedeutet, wenn man mal ein bisschen schneller triggert, wird hier oben der ganze Rotor und auch die ganze Abdeckung hier oben alles komplett einmal voll mit Silikonöl. So, also hier die Gaseffizienz nicht so gut. Es könnte aber auch daran liegen, dass unterschiedliche Ventile drin sind. Zum Beispiel hier ist das Marui-Ventil drin mit der Entlüftung. Bedeutet, wenn ihr hier das Ganze betankt, hört ihr immer so ein leichtes Zischen, da einfach die Luft entweicht. Und dieses hat eben keine Entlüftung. Dementsprechend hier vermute ich die Effizienz so schlecht, weil selbst aus so einem Vietnam-Magazin sollte man eigentlich problemlos 35 bis 40 Schuss rausbekommen. Wie gesagt, sollte eigentlich ohne Probleme gehen. Also hier Effizienz und Abdichtung bei den Magazinen leider heute nicht so prickelnd. So, das Große war natürlich von der Effizienz her ein bisschen besser. Ein kleines bisschen. Natürlich deutlich größere Gastank, wir bekommen deutlich mehr Schuss raus. Zunächst mal, Kapazität sind hier 36 Schuss. Bekommt ihr auch ganz normal von oben befüllt. Auch hier die Probleme, Abdichtung, Rotor zur Nozzle einmal. Wie gesagt, spritzt ab und zu ein kleines bisschen. Und hier das Einfüllventil eben mit Entlüftung drin. So, aber auch dieses Magazin hat von der Effizienz mega geschwankt. Zum Beispiel, ich mache ja immer einen Test so, ich mache das Ding komplett einmal randvoll, bringe es wieder auf Raumtemperatur, 20 Grad und dann mache ich halt jede Sekunde einen Schuss, also 21 Peng, 22 Peng. Das mache ich so lange, bis das Magazin leer ist. So, das habe ich bei diesen Magazinen, habe ich das Ganze jeweils 3-mal gemacht und bin 3-mal auf ein anderes Ergebnis gekommen. Bedeutet, das Schlechteste war bei diesem 36 Schuss Magazin, waren 63 Schuss, dann war es leer. Und das Maximum waren 92 Schuss. Also hier die Effizienz, mega viel Schwankung irgendwie drin. Und wie gesagt, ich denke, es könnte eben an der Abdichtung zwischen Rotor und Nozzle einmal liegen. Genau kann ich es euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwelche besseren Teile gibt. Habe ich, wie gesagt, nicht geschaut. Denn, wie gesagt, wer kauft sich das Ding von euch mit einem Einzelimport für 730? Vermutlich relativ wenige. Dementsprechend habe ich mir das Googlen nach besseren Teilen heute einmal gespart. Okay, also Gaseffizienz wird heute vermutlich einen Kritikpunkt geben. So Leute, dann gibt es natürlich auch heute wieder ein paar Nahaufnahmen, Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit und die verwendeten Materialien. Wir fangen wie üblich wieder vorne an. Da hätten wir zunächst mal den Mündungsfeuerdämpfer. Der ist einmal CNC gefertigt aus Aluminium und Standard 14 mm Linksgewinde. Der wird jetzt auch nicht irgendwie über einen Gewindestift gesichert, sondern der ist letztendlich einfach nur einmal aufgeschraubt. Das Komische ist aber, der verdreht sich nicht oder der läuft auf dem Gewinde relativ straff, obwohl hier keine Schraubensicherung oder sowas aufgebracht ist. Wie gesagt, Marui sichert den jetzt nicht irgendwie über den O-Ring, aber im hinteren Bereich wird einfach das Gewinde ein kleines bisschen straffer und dementsprechend verdreht er sich nicht und löst sich natürlich nicht unabsichtlich. So müsste er passen. Rohr, ein bisschen dünn, muss ich sagen. Natürlich einteilig, Aluminium, geht bis hinten einmal in die Aufnahme durch und sitzt hervorragend dran. Also hier kaum Spiel drin oder so wie gar kein Spiel drin, obwohl das ganze Frontset, wie ihr später sehen werdet, letztendlich nur an 2 kleinen M3 Schrauben hängt. Aber dafür, wie gesagt, kein Spiel drin, kein Wackeln, sondern das passt einwandfrei. So, Gasabnahme hier im vorderen Bereich, gut, da könnt ihr ein bisschen rumschrauben, wenn ihr wollt, bringt natürlich nichts, könnt ihr ein bisschen rumdrehen. Und der Kornträger im vorderen Bereich zusammen mit der Gasabnahme ist einmal aus Zinkguss gefertigt. Jetzt seht ihr hier teilweise, ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann, das sind so komische weiße Flecken drauf auf diesem Kornträger, die bekommt man auch nicht runter. Also ob da vielleicht mal irgendwas drauf getropft ist oder irgendwie was, Salzwasser oder keine Ahnung, auf jeden Fall bekommt man den nicht weg. Ich weiß auch nicht, was das genau ist. Zweibein habe ich euch bei den Allgemeininformationen schon angesprochen, ist QD das Ganze, bedeutet zusammen bzw. Hebel hier seitlich einmal lösen oder quasi umklappen und dann das Zweibein einfach wegklicken, also zusammendrücken und entfernen. Das Ganze ist federgelagert. Wenn das Ganze einmal arretiert ist, sitzt es relativ gut dran, also braucht schon ein bisschen Kraft, damit ihr das Ganze quasi einmal verdrehen könnt. Im Regelfall sitzt es aber, wie gesagt, sehr gut dran und wird natürlich auch unten einmal am Vorderschaft arretiert. Materialien, wie auch vorhin schon kurz angesprochen, leider kein Stahl. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen schwerer geworden, ist eh schon relativ schwer. Hier auf jeden Fall einmal komplett Zink und ebenfalls die Aufnahme hier einmal ebenfalls komplett einmal aus Zink gefertigt.
Der gesamte Vorderschaft besteht dann letztendlich aus 2 Hälften. Da habt ihr letztendlich im unteren Bereich einmal Stahlblech, relativ dünn, bedeutet, wenn wir das uns mal von der Seite anschauen oder von oben, hier einmal, das hier ist quasi einmal Stahlblech, 2 Hälften, geht natürlich komplett einmal bis hinten durch in die Arretierung rein und dann habt ihr auf dem Stahlblech hier nochmal am Vorderschaft 2 so ABS-Kunststoffabdeckungen drauf. Ja, ABS ist Marui, es fühlt sich jetzt nicht irgendwie billig an, aber man sieht auch hier, ja, wenn man es zusammendrückt, dann knarrt halt hier der ABS ein kleines bisschen. Und wie gesagt, ich würde es nicht kritisieren, es ist in Ordnung, es fühlt sich auch vom Kunststoff definitiv nicht irgendwie billig an oder sowas. Dementsprechend in Ordnung und auch über die Arretierung, da habt ihr vorne letztendlich nur einmal hier diesen einen Pin hier drin, den ihr lösen könnt, sitzt das Ganze wie gesagt sauber drauf. Bedeutet auch, wenn ihr hier versucht das Ganze irgendwie zu verschieben oder sowas oder zu wackeln oder so, das sitzt wirklich sauber in der Aufnahme einmal drin, das ganze Zeug. Dann können wir uns den Receiver anschauen, beziehungsweise fangen wir erstmal oben an. Hier haben wir einmal diese Pick-Rail oben drauf. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die dabei ist oder eben separat. Auf jeden Fall ist diese nicht aus Aluminium, wie man es normalerweise kennt, sondern auch die Pick-Rail hier oben ist einmal aus Zink gefertigt. Die ist zweiteilig, bedeutet es sind 2 Hälften, die da einfach hier oben zusammendrückt und dann quasi vorne und hinten einmal miteinander verschraubt. Wie gesagt, hier einmal eine Zink-Rail oben drauf. So, Receiver bzw. Gehäuse Upper Lower ist mega, feiere ich. Sehr dickwandig, unheimlich schön gefertigt das Ganze und zusätzlich noch eine sehr, sehr kratzresistente Oberfläche oder bzw. Beschichtung einmal drauf. So, Farbgebung, wie gesagt, ist einmal grau, der Rest ist eigentlich relativ matt schwarz an der Waffe. Es wirkt sehr, sehr stimmig, auch die Markings schön eingeprägt von Marui und auch hier einmal SF über die Einzelabnahme. Richtig schön sauber, einmal klein aufgelasert, also absolut nicht störend oder sowas. Passgenauigkeit Receiver ist hervorragend, auch Upper Lower kein Spiel drin, 0. Bedeutet da ja, sehr, sehr robust, sehr, sehr solide und dementsprechend aber auch relativ schwer das Ganze. Wie gesagt, auch der Receiver hat etwas Gewicht. So, dann hier seitlich die Staubschutzklappe oder diesen Staubschutz habe ich euch schon mal gezeigt. Der läuft auch ebenfalls hervorragend, ganz smooth und easy. Und der fährt letztendlich dann einmal mit dem Verschluss natürlich auf. Bedeutet, wenn ihr den jetzt zu habt, wenn der irgendwo in der Sandgrube spielt und ihr feuert, dann wird der natürlich einmal vom Verschluss mit aufgeschoben. So, Verschlussfang habt ihr auch schon gesehen, funktioniert tadellos. Gut, Feuerwahlhebel muss ich nochmal ansprechen. Ich glaube nicht. Ich zeige ihn euch nur noch mal ganz kurz jetzt hier einmal in der Nahaufnahme. Wie gesagt, der ist ein kleines bisschen vom Winkel und auch vom Weg, was man zurücklegen muss, kleines bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wie man das schnell umschaltet in alle Positionen, ja, keine Ahnung. Das kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich einfach nicht. Gut, Sicherung funktioniert tadellos. Kein Problem mit der Sicherung. Und dann können wir uns das System nochmal ganz kurz in der Nahaufnahme anschauen. Bedeutet, ich habe es euch vorhin schon bei den allgemeinen Informationen gesagt, ich finde einfach die Typ 89 für eine GBB nicht langsam, aber irgendwie so ein bisschen, da ist so eine gewisse Trägheit drin oder sie ist so ein kleines bisschen schwammig irgendwie vom System, finde ich. Ich kann es euch versuchen nochmal in der Nahaufnahme zu zeigen. Ich halte den Verschlussfang nochmal fest. Also wie gesagt, da fehlt mir so ein kleines bisschen, fehlt mir da dieses Knackige einfach, dieses Spritzige, das fehlt mir hier ein kleines bisschen. Könnte man vielleicht mit einer etwas stärkeren Schließfeder einmal ein bisschen kompensieren das Ganze und halt dann eben vielleicht mit einem etwas stärkeren Gas. Ob das die anderen Internals mitmachen, bin ich mir nicht ganz sicher, denn wir haben hier auch, wie ihr später seht, leider nur eine ABS-Kunststoffnozzle einmal drin. Dann können wir uns das Gehäuse nochmal vom Schützen auf der linken Seite anschauen. Hier wie gesagt einmal die Markings richtig schön sauber einmal eingeprägt in den Receiver, also nicht einfach nur aufgelasert, sondern richtig schön sauber eingeprägt. Dann seht ihr jetzt hier auch einmal den Verschlussfang, einmal hier letztendlich ähnlich oder ja von der Position her ähnlich wie bei einer M4 oder beim M16. Wie gesagt, hier einmal dran müsst ihr dann letztendlich einmal nach unten ziehen, um den Verschluss wieder nach vorne zu bewegen. Magazinhalter habe ich euch schon gezeigt, hier vom Schützen aus links natürlich nichts, also nicht alles beidseitig nutzbar, nur der Feuerwahlhebel ist eben beidseitig einmal zu verwenden. Und der ist auch sehr, sehr schön, denn der schnappt richtig schön sauber einmal in die einzelnen Positionen rein. Gut, sicher geht jetzt nicht, denn wie gesagt, die Waffe ist nicht gespannt, aber hier seht ihr, klack, klack, das springt förmlich einmal in die einzelnen Positionen einmal rundherum.
Dann möchte ich euch den Abzug noch im Detail zeigen, denn hier ist die gesamte Abzugsgruppe wirklich wieder hervorragend konstruiert von Marui. Auch wenn wir uns später innen drin anschauen, die ganzen Hebel, die ganze Mechanik, wie alles ineinander greift, wie alles läuft, ist einfach wieder hervorragend. Also da kann man gar nicht schimpfen und auch der Abzug ist wirklich sehr, sehr schön. Der fühlt sich einfach toll an, muss man sagen. Wäre das System jetzt noch ein bisschen spritziger oder ein bisschen knackiger, dann wäre es wirklich Hammer. Also hier jetzt mal der Abzug, wir schalten einmal um auf Semi, Magazin ist einmal draußen. So, Abzug hier im vorderen Bereich, ja, relativ so mittelmäßig gefedert, also richtig straff ist es nicht, aber ihr merkt sofort hier einmal den Druckpunkt. Bedeutet, ihr zieht ein bisschen, zack, Druckpunkt. So, jetzt da schön knackig und kurz. Klack. So, Schuss bricht. Repetiervorgang, Reset oder einmal Rückstellweg. Klack, klack. Unheimlich definiert und deutlich, also richtig schöner Abzug, muss man sagen. Null schwammig, null Spiel und unheimlich direkt das Ganze. So muss ein Abzug sein, wirklich tipptopp. Wenn wir dann gerade schon beim Abzug waren, können wir gleich weitermachen mit dem Pistolengriff bzw. mit dem ganzen Bauteil einmal hier unten dran. Ihr seht, der Abzugsbügel ist letztendlich einmal am Pistolengriff direkt mit dran. Also es ist ein Teil hier unten komplett. So, Abzugsbügel schön groß. Ihr seht sehr, sehr viel Platz für den Finger, auch von der Auflage oder von der Länge. Auch wenn der Finger ein bisschen länger ist, wenn er ein bisschen kürzer ist. Wunderbar und auch mit dicken Handschuhen ausreichend Platz einmal hier im Abzugsbügel oder im Abzug einmal drin. Also hier keine Probleme. Vom Griff her sehr schlank, muss ich sagen, aber auch ein bisschen länger jetzt im Vergleich zum M4-Modell natürlich. Bedeutet, wenn ihr mal guckt, hier der Weg von hier bis ganz nach hinten, das sind circa geschätzt 50 mm. Das ist für große Hände wahrscheinlich kein Problem. Für mich ist es ein ganz, ganz kleines bisschen zu lang vom Griff her. Und wie gesagt, ich muss relativ weit rumgreifen, damit ich komplett rumkomme. Aber gut, ich habe auch relativ kleine Hände. Andere Leute werden hier wahrscheinlich keine Probleme haben. Aber ansonsten sehr, sehr stimmig, sehr schlank vom Pistolengriff her und greift sich unheimlich sicher. Ihr seht auch hier quasi, wo der Abzugsfinger entlang geht, schön schlank gehalten. Zieht sich also Richtung Abzug hin schön schlank zusammen. Und im unteren Bereich ein kleines bisschen, ja, eine etwas fettere Wulst dran. Also greift sich einfach stimmig und gut. Material weiß ich nicht genau, das müsste eigentlich auch ABS sein, aber das ist unheimlich hart. Polyamid ist es vermutlich nicht, ich kann es euch aber nicht genau sagen. Es könnte Polyamid sein, aber ich gehe eher davon aus, dass es irgendwie ABS ist. Aber hier nicht schepprig oder sowas, kein Klappern drauf und wird richtig schön fest einmal über eine fette Inbusschraube hier innen drin sauber am Receiver oder mit dem Receiver verbunden. Dann bleibt uns letztendlich nur noch der hintere Bereich einmal der Waffe. Da hätten wir zunächst mal oben im Gehäuse drin noch einmal diesen Zerlegehebel, nenne ich es jetzt mal. Der ist auch komplett aus Zink gefertigt. Bedeutet, wenn ihr den hier einmal reindrückt auf der Seite und dann das Ganze nach vorne schiebt, dann könnt ihr das ganze System ganz easy einmal aufklappen. Das zeige ich euch aber später noch bei der Demontage dann. Gut, dann der Klappschaft hinten hier unten, fetter Knopf drin, einmal aus Zink gefertigt, wie vorhin schon mal gesehen, reindrücken und dann lässt sich das Ganze einfach einmal ja, nach links einklappen, also nicht wie wir es gewohnt sind nach rechts, sondern einmal nach links rum. So, Scharnier hängt ebenfalls an Zink oder ist komplett aus Zink gefertigt und sitzt im arretierten Zustand relativ gut. Wir haben ein kleines bisschen Spiel drin, warte mal, ich drehe es euch mal so her, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Hier haben wir ein kleines bisschen Spiel im Scharnier einmal drin. Wenn man das Ding schießt, absolut zu ignorieren, würde ich fast behaupten. Der Schaft ist dann auch mehrteilig, bedeutet, wir haben hier einmal das Ganze ebenfalls aus ABS Kunststoff, zweiteilig gefertigt. Dann haben wir hier einmal diese Aluminiumrohre nach hinten gehen und dann haben wir die Schaftkappe einmal ebenfalls wieder aus, das müsste auch ABS sein. Das müsste auch ABS sein oder Kunststoff. Also hier hinten auch Kunststoff und nicht gummiert. Die Aufnahmen für den Trageriemen, die könnt ihr natürlich ummontieren. Die sind jeweils aus Stahl gefertigt. Da seht ihr hier einmal eine dran und einmal auf meiner Seite, also vom Schützen aus links, nochmal eine. Und wie gesagt, die könnt ihr auch auf die andere Seite einmal problemlos umdrehen. Gut Leute, dann kommen wir einmal zum Thema Hop-Up einstellen. Das geht, an sich geht es in Ordnung, aber das Hop-Up-System an sich, das müssen wir uns später anschauen, das ist ein bisschen komisch. So, Hop-Up einstellen, geht leider nicht von außen, also nicht so schön wie aktuelle VFC, dass ihr irgendwie hier vorne drehen könnt oder so, das könnt ihr vergessen. Bedeutet, wir müssen zunächst mal, also wir brauchen Werkzeug und müssen dann, wenn ich sehe, einmal diesen vorderen Pin hier einmal durchdrücken. Wie gesagt, da kommt man mit dem Finger nicht ran, denn der ist komplett plan. So, den drücken wir uns raus, der wird auch gesichert, bedeutet, er fällt nicht raus. So, jetzt können wir die beiden Hälften des Vorderschaftes einmal zusammendrücken, nach vorne schieben, bis es klickt und dann fallen die
dann fallen die weg. Und wie schon gesagt, da habt ihr letztendlich im inneren Bereich einmal Stahlblech und außen ABS. So, da. Und jetzt habt ihr hier im hinteren Bereich einmal euer Hop-Up-Einstellrädchen dran. Bedeutet einmal, ja, hier dran. Und wie gesagt, das müssen wir uns später mal im Detail anschauen. Das sind letztendlich 3 Kunststoffzahnräder, die hintereinander laufen. Und hier ergibt sich aufgrund der vielen Zahnräder und des Zahnspiels, ergibt sich hier irgendwie, ja, ein relativ hohes Zahnspiel. Bedeutet, ihr könnt hier vorne drehen, da passiert hinten noch gar nichts. Da ihr ungefähr erstmal 2 mm gefühlt drehen müsst, bevor hier überhaupt irgendwas passiert. Bedeutet, hier dreht er schon und tut schon, aber es wirkt sich noch nicht auf dem Hop selbst aus. Also hier, wie gesagt, so Kunststoffzahnräder, ein bisschen komisch umgesetzt. So, Hop-Up-Leistung, wie gesagt, 0,28 ist fast schon Max, würde ich sagen. Eher ein kleines bisschen weniger, außer ihr tauscht das Bucking. Habe ich aber vorhin ja natürlich auch schon einmal angesprochen. Gut, Leute, das soll es eigentlich mit den Nahaufnahmen gewesen sein. Brauchen wir, glaube ich, nichts uns weiter anschauen. Gut, hier Gassystem, hier innen drin. Gut, brauche ich, glaube ich, nichts drüber sagen. Dann baue ich das Ding erstmal wieder zusammen, schmeiße ich die Kamera auf den Tisch und dann nehmen wir das Ding einmal auseinander. Gut, Leute, Typ 89 von Marui. Ich weiß, die wenigsten von euch werden sich das Ding jetzt als Einzelimport irgendwie kaufen oder sowas. Ich möchte dennoch den Demontageteil mit reinnehmen, damit es einfach komplett ist, das Review. Wenn euch das nicht interessiert, ihr wisst ja Bescheid. Schaut einfach unten Kapitel oder zappt einfach weiter zu den Internals und dann haben wir das durch. Wenn aber doch irgendjemand mal sich so ein Teil gönnt oder zufällig mal an eine rankommt, hier einfach eine kleine Hilfestellung, wer Hilfe benötigt, das Ding zu zerlegen. Okay, so zum Aufklappen, das habe ich euch, glaube ich, vorhin schon mal gezeigt. Ihr habt hier hinten quasi links und rechts so eine Art Schiebersystem. Das drückt ihr quasi links und rechts ein bisschen zusammen, schiebt es dann einmal vor und dann könnt ihr das ganze Verschlussgehäuse oder quasi das gesamte Gehäuse einmal aufklappen, wie bei dem M4 auch. So, dann drehen wir sie uns mal kurz so her und dann können wir uns direkt hier einmal den kleinen Pin rausdrücken. Der ist auch gesichert, bedeutet, da müsst ihr einfach ein bisschen mit Schmackes kurz reinklopfen. Und dann könnt ihr den eben auf der gegenüberliegenden Seite, wie bei einem M4, eben auch einfach einmal rausziehen. So, und schon könnt ihr die beiden Hälften der Waffe einmal voneinander trennen. Gut, jetzt brauche ich Platz. Das schmeißen wir, oh hoppala, Entschuldigung, das schmeißen wir mal da oben hin. Gut, dann Verschluss rausnehmen. Sitzt hier einmal innen drin, habt ihr hier hinten ebenfalls so einen kleinen Pin. Und diesen kleinen Pin, den drückt ihr euch rein. Passt auf, hier ist die Federspannung drauf, bedeutet drückt hier hinten oder haltet hier hinten ein bisschen dagegen. So, dann drücken wir uns diesen kleinen Pin hier unten einmal rein, zack, und dann springt das Ganze oder fliegt das Ganze nach hinten raus. Hier, wie gesagt, da hängt eine ewig lange Schließfeder drin. Die ziehen wir uns ebenfalls einmal nach hinten raus, das lange Schwabbelteil hier. So, das schmeißen wir auf die Seite und dann können wir den Verschluss rausholen. Drehen wir uns jetzt mal ganz kurz, am besten so kurz her. So, den zieht ihr zunächst mal nach hinten und genau hier im hinteren Bereich ist es quasi einmal offen. Und hier können wir jetzt zunächst mal den Spannhebel einmal abziehen. Der ist über eine Feder im Inneren gesichert. Und das geht eben nur, wenn der Verschluss in dieser Position ist. Ist der vorne oder so, könnt ihr natürlich nicht rausziehen. Dementsprechend bis Anschlag hinter, dann rausziehen, Spannhebel und dann könnt ihr den Verschluss nach hinten einmal entnehmen. Gut, dann lasst uns gleich Lauf- und Hop-Up-Kamera raushauen, denn zum Innenlauf gibt es ein bisschen was zu sagen. Das ist nicht ganz optimal von unserem deutschen Importeur gelöst, aber das ist dann eher ein Thema für die Internals. Wir müssen auf jeden Fall rausbauen. Dazu lösen wir den Vorderschaft. Einmal den Pin hier reindrücken, der wird auch gesichert. Dann gesamten Vorderschaft, die beiden Hälften links und rechts zusammendrücken, nach vorne schieben und dann könnt ihr sie einfach abnehmen oder die fallen dann eben automatisch einmal ab. Habt ihr letztendlich auch so einen Verbund aus einem kleinen Blech und ein bisschen Kunststoff. Ja, wen es interessiert. So, und dann auch einen kleinen Punkt, da weiß ich auch nicht, ob das so optimal gelöst ist seitens Marui. Und zwar das gesamte Frontset hängt letztendlich nur über 2 kleine Schrauben am Gehäuse dran. Bedeutet, wir haben hier links und rechts eine kleine M3-Schraube. Und über diese 2 Schrauben wird das gesamte Frontset mit dem Gehäuse sozusagen einmal verbunden. Jetzt kann ich euch nicht genau sagen, ja, vermutlich wird es schon halten. Ich meine, das wird noch über ein bisschen Nut- und Federsystem gesichert, aber ich finde es ein bisschen, ja, es wirkt einfach ein bisschen filigran vielleicht. Da hätte man auch doch irgendwie größere Schrauben verwenden können, dass das Ganze halt ein bisschen besser gesichert ist. Und wie gesagt, ich zeige es euch gleich. Lasst mich diese eine Schraube hier noch rausballern. Das sind übrigens Torx-Schrauben, 2 Stück. Das sind M3, also 3 mm Gewinde.
Wäre natürlich auch Platz vielleicht für einen 4 mm gewesen. Aber auf jeden Fall, jetzt seht ihr hier diese zwei Schrauben, die halten letztendlich euer gesamtes Frontset. So, zack, hier könnt ihr abziehen. Natürlich muss man auch bedenken, hier hängt das Ganze über so eine Art Nut- und Federsystem, wird es noch zusammengeschoben. Aber hier könnt ihr es ja auch sehen. Seht ihr, hier ist relativ viel Spiel drauf. Und sozusagen hängt halt alles nur an diesen zwei kleinen Schrauben. Bedeutet, wenn euch das irgendwie vielleicht mal runterfällt oder irgendwas, könnte es schon passieren, dass man so eine Schraube reißt oder bricht. Das hätte man, wie gesagt, vielleicht ein bisschen stabiler konstruieren können. Wie gesagt, nichts Kritisches, aber hätte man vielleicht ein bisschen robuster machen können. So, dann haben wir hier innen drin noch einmal unsere Hop-Up-Kammer. Die sitzt einmal hier, seht ihr das Einstellrädchen. Die können wir jetzt einfach hier einmal nach hinten rausziehen. Und tata, wie gesagt, später werde ich ein bisschen rummauen wieder und ein bisschen rumschimpfen. Denn what the fuck, was soll denn der Käse hier? Okay, schauen wir uns später bei den Internals an. Gut, machen wir mit der Abzugsgruppe weiter. Gut, Abzugsgruppe ist bei dem Modell beim Typ 89 nicht ganz so komfortabel oder leicht zu entfernen wie jetzt bei einem M4-Modell von GHK oder VFC. Hier muss man ein bisschen mehr rumschrauben. Dementsprechend fangen wir mal an. Zunächst mal muss der Pistolengriff weg und der Abzugsbügel. Das ist ein Kunststoffteil. Da drückt ihr hier unten rein, da habt ihr einen Pin drin. Zack, dann klappt einmal das Stück auf. Hier könnt ihr auch ein bisschen, keine Ahnung, Batterien reintun, Gummis, whatever. Und dann seht ihr im inneren Bereich, nein, ihr seht es nicht, weil kein Licht drin ist. Auf jeden Fall habt ihr eine Zylinderkopfschraube drin, Inbus 4 mm. Geht da einmal rein mit dem langen Inbus und löst diese Schraube einmal komplett. Dann können wir das Ganze drum direkt gleich so da liegen lassen. Seht ihr im unteren Bereich jetzt hier, wenn der Abzugsbügel einmal entfernt ist und der Pistolengriff, seht ihr hier unten drin zwei Kreuzschrauben, zwei so Senkkopf. Diese beiden Schrauben müssen ebenfalls einmal raus. Dann können wir gleich einmal den Feuerwahlhebel entfernen. Der ist letztendlich über so einen kleinen Clip gesichert. Ja, so eine Art Karosseriesplint, kennt der ein oder andere vielleicht aus dem RC-Bereich. Hier einfach diesen Clip oder diese Feder einmal entfernen. Wie gesagt, die ist hier nur einmal drauf geschoben. Das kleine Ding hier. Die einmal weg und dann könnt ihr das Teil hier einmal runternehmen auf der Seite. So, jetzt muss man ausrichten. Bedeutet, wir drehen das ganze Ding jetzt auf der gegenüberliegenden Seite einmal so her. So. Und dann drücken wir den kräftig einmal raus. Zack. Und dann fällt er auf der gegenüberliegenden Seite bereits einmal raus oder ja, runter. Runter wäre schlecht. Gut, dann fehlt eigentlich nur noch einmal der Magazinhalter. Der geht genauso wie bei einem M4. Bedeutet kräftig rausdrücken, bisschen dran ziehen und einmal losschrauben. Also quasi beim Ziehen einmal schrauben. So, einmal raus damit, auf der gegenüberliegenden Seite Feder und einmal das Gegenstück dazu. Okay, und das soll es eigentlich schon gewesen sein, wenn wir uns dieses Ding einmal von oben anschauen. Werden Österreicher und Schweizer einen kleinen Unterschied feststellen? Klar, hier die deutsche Version, Österreicher, Schweizer, Burst und Full Auto. Ihr werdet bei euch feststellen, ihr habt hier hinten noch ein paar Hebelchen drin. Die fehlen bei der deutschen Version. Also nicht wundern, ihr habt da hinten halt noch ein bisschen mehr Zeug drin. So, auf jeden Fall für euch, Österreicher, Schweizer, ihr habt hier hinten einen relativ großen Hebel rausstehen. Den packt ihr jetzt einfach und zieht dran. Dann könnt ihr den ganzen hinteren Block rausnehmen. Daher wir hier nichts haben, wo wir ordentlich dran ziehen können, hebeln wir uns mit dem Schlitzschraubendreher vorsichtig dieses hintere Teil ein bisschen raus. So, zack. Und nehmen erstmal das drum einmal komplett raus. Und dann ist auch ebenfalls die gesamte Abzugsgruppe im vorderen Bereich lose. Bedeutet einfach unten den Abzug ein bisschen reindrücken und die gesamte Abzugsgruppe aus dem Lower oder aus dem unteren Gehäuse einmal entnehmen. Gut, dann kloppt man die Abzugsgruppe auch noch auseinander. Ganz wichtig, eure erste Amtshandlung. Am besten ihr entspannt den Hammer bereits im Gehäuse noch drin, bevor ihr das Ganze rauszieht. So, und jetzt aufpassen, vom Schützenhaus auf der rechten Seite, hier die Ansteuerung für den Reset sozusagen oder für den Autosieher. Hier ist eine kleine Feder drin. Passt bitte auf, nehmt die umgehend einmal raus. Andernfalls kann es passieren, dass das ganze Zeug wegspringt. Und dann fliegt die Feder irgendwo bei euch im Raum rum und ihr findet sie nicht mehr. Das wäre kacke. Also hier umgehend, sobald ihr das Ding raus habt, sofort die Feder einmal vorsichtig entfernen. Und dann könnt ihr den Hebel hier ebenfalls einmal direkt gleich mal abnehmen, wenn er mag. Weg. So, jetzt da. Dann drehen wir das Ding einmal um und dann könnt ihr auch direkt gleich euren Verschlussfang einmal entfernen. Das ist quasi dieser ganze Hebel hier. Den könnt ihr da hier oben noch losschrauben über diese eine Schlitzschraube. Ist aber Quatsch, braucht ihr nicht unbedingt. Dementsprechend auch hier einmal vorsichtig die Feder rausholen
und dann einmal den gesamten Hebel oder den gesamten Lever einfach ein bisschen ja, so hochklappen oder ein bisschen wegdrehen. Und dann könnt ihr die eben komplett am Stück einmal entfernen. So, ebenfalls hier unten seht ihr nochmal eine kleine Feder drin. Die würde ich ebenfalls rausmachen, denn sonst fliegt die ebenfalls einmal raus. Bedeutet auch hier am besten mit einer Pinzette oder mit einem kleinen Schlitzschraubendreher einmal diese Feder rausholen. Abschließend brauchen wir eigentlich nur noch einen Kreuzschraubendreher und dann seht ihr hier einmal hier und hier hinten drin eine kleine Kreuzschraube. Diese beiden Schrauben lösen wir einfach einmal. Okay, beide Schrauben gelöst, können wir das Ding einfach einmal aufmachen. Bisschen vorsichtig sein, damit nichts sich löst innen drin und rumfliegt und rumspringt. So, einmal aufmachen das Ganze. Hier vorne ist einmal der Firing Pin. Den nehmen wir auch gleich raus. Einmal der Pin dazu, den lassen wir am besten gleich mit drin stecken, sonst geht es eventuell verloren. Da oben drin seht ihr noch die kleine Feder für den Firing Pin. Die könnt man rein theoretisch drin lassen. Die sitzt recht gut, aber ich nehme sie trotzdem mal. Oder lasse ich sie drin oder fliegt sie raus? Na, nehmen wir sie raus. Einmal geile Pinzette. Awesome. So, hier einmal die kleine Feder dazu für den Firing Pin. Dann haben wir hier einmal unseren Hammer. Den könnte man eigentlich auch gleich rausnehmen. So, einmal der Hammer zusammen mit dem Stahlpin und die Feder dazu. Und dann haben wir hier unten letztendlich nur noch einmal unseren Abzug zusammen mit dem Disconnector drin. Gut, und somit hätten wir die gesamte Abzugsgruppe einmal komplett zerlegt. Okay, dann bleibt uns abschließend eigentlich nur noch einmal der Verschlussträger zusammen mit der Nozzle einmal drin. Das ist auch relativ simpel, da müsst ihr nur aufpassen. Wartet mal, ich mache hier mal kurz ein bisschen das Alu sauber. Da müsst ihr nur aufpassen, diese Aluminiumstange hier oben drin oder diese Führung von diesem Gaskolben sozusagen, ja, Gaskolben, ist hier innen drin standardmäßig mit Schraubensicherung verklebt. Bedeutet, ich habe das Ganze mit dem bereits angelöst mit dem Gabelschlüssel, denn andernfalls bekommt ihr das nicht raus. Also ihr müsst hier relativ viel Kraft aufwenden hier vorne, damit ihr das Gewinde hinten einmal gelöst bekommt. Und dann könnt ihr eben diese Aluminiumführung oder eben dieses Gasrohr einmal wegschrauben. Hier hinten sieht man sogar noch einmal die Schraubensicherung ein bisschen im Gewinde einmal drin. Wie gesagt, am Anfang dachte ich, oh scheiße, ich bekomme das Ding nicht lose. Mit ein bisschen viel Gewalt habe ich es dann endlich einmal lösen können. So, das einmal wegschrauben, dann seht ihr hier oben einmal den Nozzle Stop aus Kunststoff drin. Den zieht ihr einfach einmal aus dem Verschlussträger raus. Genau, dann springt die kleine Feder hier raus. Und wo ist das Miststück jetzt? Hier, Moment. So, da hier einmal diese hier und die lockt sozusagen einmal euren Spannhebel. Die sitzt quasi, die ist hier einfach nur einmal reingelegt oder reingeschoben quasi in diesen Kunststoff. Und hier klippt später oder rastet später, ja genau, hier rastet später einfach einmal euer Spannhebel dran ein. Hier also ein bisschen aufpassen, dass ihr die hier nicht verliert einmal. So, also Nozzle Stop einmal weg und dann haben wir letztendlich hier hinten drin nur noch eine Art E-Clip, aber das Ganze aus Kunststoff. Könnt ihr vielleicht, ja, so könnt ihr es erkennen. Den drückt ihr euch einfach mit dem Schraubendreher einfach weg. Zack, einfach runterklippen, das Ganze rausballern und dann könnt ihr die Nozzle reindrücken und nach vorne aus dem Verschlussträger rausziehen. Wenn ihr jetzt noch rein wollt in die Nozzle, irgendwie Endpass oder so Geschichten, einfach hier einmal die Kreuzschraube oben lösen. Die ist auch nicht komplett durchgängig geschraubt, sondern die sitzt hier unten hängt hier unten letztendlich nur in 2, 3 Gewindengängen drin. Also leicht anlösen, dann könnt ihr sie einmal komplett rausziehen. Und dann könnt ihr die Nozzle eben einmal trennen. So, dann können wir ebenfalls das Inner Valve rausholen. Fällt schon von alleine raus, zack, Inner Valve raus und somit wäre die Nozzle auch demontiert. Das hier vorne, das ist nur geklipst hier vorne drauf, diese Warzen oder diese Fake-Warzen. Da könnt ihr hier einmal die Feder rausziehen, die liegt nur drin, könnt ihr mit der Pinzette rausziehen und dann seht ihr hier einmal, dass das Ganze hier quasi nur geklipst ist. Bedeutet, wenn das ein bisschen auseinanderzieht, dann können wir das eben nach vorne abziehen. Brauchen wir jetzt letztendlich fürs Video nicht, dementsprechend können wir jetzt gleich direkt einmal weitermachen mit den Internals. Okay Leute, schauen wir uns die Internals einmal im Detail an. Fangen wir mit der Abzugsgruppe an. Natürlich, wer Marui kennt und ihr wisst ja, Marui, Abzugsgruppe Stahl sucht natürlich vergebens. Bedeutet hier auch alle Bauteile komplett aus Zink gefertigt. Ich sage immer recht gern Zinkguss. Guss ist es letztendlich auch nicht in dem Sinne, sondern ich glaube auch, das ist irgendwie, im Englischen heißt es glaube ich Die-Cast-Verfahren.
Ich weiß nicht genau. Also diese Teile, die werden jetzt nicht herkömmlich gegossen aus Flüssigmetall, sondern es ist einfach so ein Pulver, irgendwie so eine Pulverform. So, hier alle Bauteile, wie gesagt, einmal aus Zink gefertigt. Jetzt aber einen kleinen Punkt, ob das Zeug jetzt aus Zink ist oder ob das Zeug aus Stahl ist ja bei der Abzugsgruppe relativ wurscht. Denn Marui verbaut hier einfach nur mega kranke, fette Teile. Zum Beispiel, wie gerade schon gesehen, wenn ihr euch mal den Hammer anschaut. Schaut mal, was das für ein fetter, massiver, robuster Hammer ist. Was soll da brechen? Wo soll da irgendwas kaputt gehen? Sämtliche Bolzen, wo natürlich, oder alle Wellen, wo das Zeug drauf läuft, zum Beispiel hier jetzt für den Hammer, der fette Bolzen oder auch unten der fette Bolzen später einmal im Abzug, die sind natürlich komplett aus gehärtetem Stahl gefertigt. So, also hier zunächst mal die beiden Gehäusehälften, sehr schön konstruiert wieder von Marui. Hier wieder einmal sichtbar, sitzt alles wieder traumhaft drin und auch die Passgenauigkeit ist wieder hervorragend. Wie Arsch auf einmal, absolut null Spiel, alles wird über Nut- und Federsystem zusammengehalten. Die beiden Hälften haben kein Spiel ineinander, sondern wenn ihr das zusammendrückt, schraubt, ergibt es eine solide Einheit. Also hier qualitativ von Marui schon wieder sehr, sehr gut, muss man sagen. Auch der gesamte innere Aufbau von den Teilen, das ist immer, ja, das ist eigentlich immer ein Traum, so eine Marui auseinanderzunehmen, denn das ist einfach qualitativ, auch wenn es Zink ist, ist es trotzdem leider geil. Zum Beispiel, wie gerade schon gesehen, hier der Hammer, mega fett, mega robust das Ganze. Die Rolle oben oder der Hammer Roller hier oben, der ist natürlich komplett aus Stahl gefertigt. Also quasi diese Rolle hier oben, wo euer Verschlussträger beim Repetiervorgang oder beim Zyklus ja, dagegen läuft und quasi unten entlang läuft oder oben entlang läuft. Diese Rolle hier oben, diese ist natürlich einmal aus Edelstahl gefertigt. So, der Hammer sitzt hervorragend, wie gesagt, auf der Welle drauf und läuft butterweich, reibt nicht, klemmt nicht, hakt nicht, hervorragend. Wir schauen es uns auch später nochmal ganz kurz dann, wenn wir alles durchgesprochen haben, nochmal im zusammengebauten Zustand ein, denn wir haben hier einfach ein unheimlich schönes, ja, eine schöne Triggerbox sozusagen oder eine schöne Abzugsgruppe. Wir haben richtig schöne, saubere, kurze Wege, schönes Klicken überall drin. Das harmoniert einfach wunderbar miteinander. So, hier der Hammer drin, dann haben wir im vorderen Bereich unseren zweiteiligen Firing Pin. Das ist dann quasi dieses Bauteil, welches aufs Ventil schlägt, vom Ventil, aus Ventil schlägt vom Ventil. Nee, eigentlich schlägt es aus Ventil vom Magazin, aber ist ja egal. So, hier einmal der fette Firing Pin, auch hier nicht am Material gespart. Wenn ihr euch das mal vergleicht, teilweise mit anderen Firing Pins, da ist das Ding fast doppelt so fett bei der Typ 89 jetzt hier. Und wird natürlich auch wieder über einen Stahlpin einmal in diesem Langloch geführt sozusagen. Sitzt also hier einmal drin und kann dann quasi, nehmen wir mal an, der ist jetzt vorne und ihr ladet jetzt ein Magazin rein, dann kann der natürlich hier einmal sauber entlang fahren und nach oben gefedert werden, über die Feder, die hier eben oben einmal drin sitzt. Das wäre dann einmal diese hier. Und gerade hier auch wieder der Punkt, wisst ihr, schaut einfach nur so kleine, so die Toleranzen, die sind so gering bei den Marui Teilen. Lasst mich mal kurz was zum Zeigen holen. Wenn ihr schon allein hier mal anschaut, der Radius, wo das Teil hier einmal entlang läuft, da ist kein Spiel drin. Das Ding kann ich wegklappen. Das Ding läuft einfach wunderbar einmal entlang. Also von der Konstruktion her einfach wieder minimale Toleranzen und läuft einfach richtig schön sauber. Und natürlich dann auch der gesamte Firing Pin im Langloch läuft hervorragend hier einmal drin. Auch hier kein Haken, nix. Wird auch über eine schöne große Fläche hier unten einmal drauf geführt. Wie gesagt, es ist schon immer schön, so eine Marui auseinanderzunehmen, denn konstruktionstechnisch, ja, das ist einfach schon wieder schön. Richtig, richtig toll. Also wenn man Technik begeistert ist, hier hat man definitiv was zum Gucken. So, Firing Pin wird dann natürlich aufgezogen, steht am hinteren Bereich und dann kommt der Hammer, welcher letztendlich hier oben über diesen Radius einmal gegen den Firing Pin einmal läuft. Bedeutet auch hier kommt, gut, der steht jetzt nicht ganz unten, der steht ungefähr hier, kommt nur ganz, ganz wenig Belastung drauf und dann läuft das Ganze wie bei anderen modernen Systemen einmal wieder über einen Radius. Der Firing Pin wird also sozusagen nicht geschlagen, dass es irgendwie eine Druckstelle oder sowas am Zink gibt, sondern hier wird das Ganze einfach wieder sauber über einen Radius nach vorne aufs Ventil sozusagen zubewegt oder gedrückt. Dementsprechend entsteht hier eben kein Abrieb oder keine so eine Schlagkante am Hammer und auch nicht am Firing Pin. Also hier konstruktionstechnisch diese Bauteile schon wieder einmal hervorragend. So, dann können wir gleich weitermachen. Auch im unteren Bereich ist alles tipptopp. Auch hier wieder der fette Hebel hier unten drin. Und natürlich hier einmal unser fetter Abzug zusammen mit dem Disconnector und dem massiven gehärteten Stahlpin einmal drin.
Da habt ihr hier unten drin noch normalerweise die kleine Feder. Die sitzt quasi hier unten drin, die den Abzug einmal nach oben drückt oder ihre Abzugsfeder. Auch diese angenehm hart, also nicht so ein läppisches Federding da reingebaut, sondern eine relativ straffe Feder, um eben das Abzugsgewicht noch ein bisschen zu erhöhen. Und auch dieser läuft einfach hervorragend. So gut, absolut null Spiel auf dem fetten Stahlpin drauf, kein Wackeln, kein Versatz oder ähnliches. Dementsprechend auch hier wunderbar, läuft butterweich, kein Reiben, kein Kratzen. Und alle Bauteile harmonieren einfach wunderbar miteinander. Wie gesagt, ich zeige es euch dann später gleich nochmal, wenn wir es zusammengebaut haben. So, hier auch nochmal, gut, ja, der Autos hier innen drin auch relativ breit konstruiert oder dick konstruiert. Hier entsteht ein ganz kleines bisschen Abrieb am Hammer oben. Das kann man hier hinten einmal erkennen. Und zwar hier oben dran, wo quasi der Autos hier am Hammer sozusagen einrastet. Hier sieht man so ein ganz kleines bisschen Abrieb. Aber die Kante ist noch nicht rund oder sowas, sie ist immer noch relativ scharf. Man sieht nur eben, dass der Hebel hier ein ganz kleines bisschen dran reibt. Minimalst natürlich. Aber auch hier, wie gesagt, das Zeug hält einfach, dementsprechend würde ich es definitiv nicht kritisieren. Und natürlich auch der Autos hier, seht ihr im hinteren Bereich einmal die deutsche Version. Das Ganze können wir uns jetzt im eingebauten Zustand auch nochmal ganz kurz anschauen. Hier, also wie gesagt, die ganze Abzugsgruppe sitzt wirklich hervorragend einmal im Gehäuse drin. Also wirklich absolut passgenau, keine Toleranz, wirklich alles bündig, sauber. Dementsprechend hier von der Qualität wirklich hervorragend. So, und dann auch die Mechanik, wie gesagt, dieses ganze Abzugssystem in dieser Typ 89 läuft einfach hervorragend. Wir haben hier eine wunderbare und tolle Mechanik drin, von Reset her richtig schön knackig, richtig schön knapp alles gehalten, keine langen Wege oder sowas. Alles läuft einfach wunderbar und spielt einfach perfekt zusammen. Wenn ihr hier mal seht, zum Beispiel Abzug, vielleicht 3 mm kommen lassen, Klick, so schönes Klicken drin vom Reset, lösen ebenfalls nur 3 mm, alles läuft im hinteren Bereich ab und lässt sich einfach wunderbar einmal steuern, diese Mechanik. Also auch hier mal ruhig wieder, Hut ab, haben sie wirklich hervorragend einmal umgesetzt das Ganze. Passgenauigkeit hervorragend, auch die Bauteile, wie gesagt, ja natürlich nur Zink, aber alles schön massiv gefertigt, auch hier einmal innen drin, der Hammer schön dick, dementsprechend viel Material von allen Hebelchen vorhanden, Disconnector, dementsprechend da kann man gar nicht schimpfen. Wie gesagt, wir brauchen nicht unbedingt Stahl, das Zeug hält problemlos einmal stand und die Qualität, Toleranzen ebenfalls tipptopp. Dann können wir gleich weitermachen mit dem Verschlusssystem. Beginnen wir hier zunächst mal beim Verschlussträger. Dies ist natürlich auch einmal komplett aus Zinkguss gefertigt oder aus Zink gefertigt, dementsprechend auch relativ schwer für so einen kleinen Verschluss. Läuft auch im Upper hervorragend, kann ich euch mal ganz kurz demonstrieren. Also hier läuft quasi im inneren Bereich, hier einmal über Führungen innen drin und flutscht hervorragend. Also hier klar, ein bisschen schmieren, ein bisschen fetten, aber hier kein Kratzen oder sowas. Gleitet wunderbar einmal auf diesen Führungen. Auch hier keinerlei Rollensysteme oder sowas im Verschluss wie bei WE oder sowas, sondern letztendlich nur gleitet er letztendlich nur über die Führungen. Die Beschichtung reibt sich nicht ab und das ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe es euch, glaube ich, auch vorhin schon mal angesprochen. Ich bin mir gar nicht sicher, was das für eine Beschichtung hier ist, denn die ist unheimlich kratzresistent. Es könnte, wie gesagt, ich müsste schätzen, aber es könnte vielleicht sogar Cerakote sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr da mit dem Schraubendreher da innen drin rumkratzt an der Beschichtung, da bekommt ihr so gut wie keinerlei Kratzer oder ähnliches rein. Dementsprechend unheimlich gute, kratzresistente Oberflächenbeschaffenheit oder ja, Beschichtung. Auch hier seht ihr am Verschlussträger selbst, seht ihr auch hier noch keinen Abrieb in den Führungen. Auch hier an der Führung noch nichts zu sehen. Klar, hier unten ein bisschen, wo die Hebelchen drauf laufen von der Mechanik, von der Ansteuerung. Hier hinten ebenfalls, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, da kann man auch absolut gar nicht schimpfen. So, dann hier seitlich seht ihr einmal dieses Z-System. Das ist ja auch wieder was Marui total toll bewirbt, wie klasse sie doch sind. Ja, das ist letztendlich, normalerweise, wenn das von anderen GBBs kennt, knallt ja quasi der Verschlussträger und wenn das Magazin leer ist, einfach nur in eine 90-Grad-Kante rein. Dadurch ergibt sich immer bei diesem Bauteil, beim Verschlussfang sozusagen und auch beim Verschlussträger oder beim Bolt Carrier, immer eine gewisse Schlagkante. Bedeutet, das Material nutzt sich immer ab. Manche arbeiten dann einmal Stahl ein, hier unten quasi so ein Stahlteil, um diesem Verschleiß eben entgegenzuwirken. So, Marui macht letztendlich nichts anderes, wie dass er diesen ganzen
Hebel hier oder ja quasi diesen Punkt oder diese Arretierungsfläche einmal abschrägen und dann einfach puffern oder federn. Bedeutet, wenn dann einmal das Magazin leer ist, dann fährt letztendlich der Verschlussfang hier einmal hoch. Wartet, ein bisschen Platz schaffen. Der fährt hier quasi einmal hoch und dann seht ihr hier oben ebenfalls so ein kleines, ja, ja, keine gerade Kante dran, sondern einen gewissen Winkel. Und genau in diesem Winkel läuft dann letztendlich einmal euer Verschlussträger von hinten dagegen und wird dann hier eben einmal noch ein bisschen abgefedert, was natürlich ein bisschen die Belastung auf die Bauteile rausnimmt. Das Ganze ist jetzt nicht irgendwie sonderlich stark gefedert. Gut, ein bisschen was wird es schon bringen, aber gerade auch dieses System über den Winkel ist natürlich vom Vorteil im Vergleich zu einem 90-Grad-System. Hier wird das Ganze, wie gesagt, einmal ein bisschen abgefedert. Es gibt ja dann noch die M4-Modelle, glaube ich, von Marui mit dem Z-System. Da wird es ähnlich geregelt. Hier geht die Belastung aber dann quasi über den Verschlussfang seitlich in eine Feder rein. Da ist quasi das ganze Bauteil seitlich an der Abzugsgruppe gefedert sozusagen. Dementsprechend hier ja, es ist wieder optimiert, definitiv. Ob es wirklich so viel bringt, ja, bestimmt. Wie gesagt, denn wir haben hier keine 90-Grad-Kante, wo wir einmal dagegen knallen. So, hier also einmal dieses Z-System von Marui. Gut, jetzt können wir gleich weitermachen. Einmal mit der Nozzle und mit dem Nozzle Stop. Legen wir mal den Verschlussträger ein bisschen auf die Seite und holen uns einmal die Nozzle her. So, die haben wir ja vorhin schon einmal komplett auseinandergekloppt. Bedeutet, wir haben jetzt alle Bauteile. Ihr seht, Küchenkrepp wird langsam ein bisschen fettig und schmierig. Macht nichts, muss sein. So, Nozzle ist keine Nylon-Nozzle, sondern ist eine ABS-Nozzle. Also kein Nylon, Kunststoff oder Verbundstoff, wie man es jetzt, oder Polyamid, wie man es jetzt von anderen Herstellern kennt, sondern Marui verwendet hier stinknormales ABS. So, dann hier vorne, gut, diese Warzen, das habe ich euch bei der Demontage schon mal gezeigt. Das ist letztendlich nur gefedert, einfach hier vorne drauf, ist in Ordnung. Gut, die Nozzle an sich ist auch okay, wie gesagt, leider nur ABS, aber daher wir hier im inneren Bereich einen relativ kleinen Durchgang haben, wenn ihr hier hinten mal reinschaut, ist es jetzt auch nicht so, dass die Nozzle irgendwie dünnwandig ist und irgendwie aufreißen oder aufplatzen kann. Dementsprechend, ob das Ding jetzt aus ABS ist oder aus Polyamid, ist erstmal egal. Ein viel wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist hier unten einmal diese Feeding-Lippe quasi dran. Also ja, hier unten der Zapfen, der quasi die Kugel aus dem Magazin rausnimmt. Wenn hier halt, ihr seht es jetzt auch schon vielleicht ein kleines bisschen im Video, da ist diese Kante unten hat schon so eine gewisse Druckstelle dran, also die ist ein bisschen platt gedrückt. Da kann schon bei ABS natürlich vorkommen, wenn das Material oder der Kunststoff zu weich ist, dass es einfach auf Dauer ja, ein bisschen zu platt wird und irgendwann kann es halt mal zu Feeding-Problemen kommen. Dementsprechend auch hier, wie gesagt, es ist in Ordnung, es hält bestimmt locker 2-3 Jahre stand. Das kommt halt auch immer darauf an, wie arg hängen die Kugeln im Magazin fest, wie straff werden sie von der Feder gehalten. Je straffer die BB natürlich rausgeht aus dem Magazin oder aus der Magazinlippe, desto mehr Belastung kommt hier vorne einmal auf die Nozzle drauf. So, kleiner Punkt aber natürlich noch, wenn man sich jetzt natürlich so einen Eigenimport von Marui holt, dann wird es natürlich auch mit Ersatzteilen immer, klar, in Deutschland könnt ihr ganz drauf verzichten, ihr müsst also definitiv Ersatzteile einmal im Ausland besorgen. Sowas bekommt ihr natürlich bei uns in Deutschland nicht her, so eine Ersatznozzle. Gut, dann wird natürlich der Gasdruck im inneren Bereich wieder aufgeteilt übers Inner Valve. Das wäre dann einmal dieses hier. Und hier ein signifikanter Unterschied zu anderen GBBs, die man bei uns kaufen kann, gerade GHK, VFC oder whatever. Hier nehmen wir relativ wenig Gas für die Beschleunigung der BB raus. Bedeutet, der Durchgang hier einmal im Inner Valve ist deutlich kleiner, der Durchgang, wie bei anderen GBBs. Bedeutet letztendlich geht relativ wenig Gas nach vorne, um die Kugel zu beschleunigen und mehr Gas nach hinten rein, um den Repetiervorgang zu starten. So, hier muss man also, ein kleiner Punkt, wenn man das Ding jetzt auf 1,5 Joule haben möchte. Natürlich, auch diese Waffe ist von Marui so gebaut, dass er in Japan unter 1 Joule hat. Das ist auch ein bisschen fragwürdig, denn je nach Gassorte und Gasdruck kann man trotzdem ein bisschen mehr rausbekommen. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir wollen das Ding mit 1,5, 1,6 Joule betreiben. Dann müsste man hier einen N-Pass installieren oder eben einen Inner Valve mit einem größeren Durchgang, damit wir einfach pro Schuss mehr Gas quasi in die Hop-Up-Kammer reingeben für die BB zum Beschleunigen. So, da hat der Wilhelm auch schon mitgeschickt. Das ist ein, warte, lasst mich mal kurz herholen. Das wäre einmal dieses hier, das ist von Orga quasi ein N-Pass, ähnlich wie es von Ratech quasi ist.
Das kann man hier quasi zum Beispiel einmal verwenden, das Endpass-System. Es gibt aber noch einen kleinen Punkt, wenn man das Ding jetzt hochhaben möchte, denn nur das Inner Valve halte ich für schwachsinnig, hier mehr Gas rauszunehmen, denn wir haben so oder so einen viel zu kurzen Innenlauf drin. Das sprechen wir aber dann gleich durch. Also ja, natürlich, wir können mehr Gas in den Lauf reingeben, das würde uns aber relativ wenig bringen, da der Lauf einfach zu kurz ist. Und wie gesagt, kommen wir dann gleich nochmal dazu. Also Inner Valve natürlich reduziert aufgrund der Gesetze, sage ich jetzt einfach mal in Japan. So, dann steckt das natürlich einmal da drin und zwar so rum. Und dann haben wir hier hinten quasi das andere Teil, was hier einmal reingeht und hier hängt einmal die Rückholfeder drin. Da seht ihr auch, die ist ein bisschen arg fett geraten und ist auch ein bisschen träge oder ein bisschen so, ja, ein bisschen träge, sage ich mal, so ein bisschen smooth, sage ich mal, laufend. Aber solange es funktioniert, ist in Ordnung. Was ich wiederum sehr gut finde, ist die hintere Dichtung. Also quasi einmal der Piston-Head sozusagen, der einmal hier innen drin die Nozzle im Verschlussträger einmal abdichtet. Auch das ist was relativ Spezielles und ist letztendlich wie ein Piston-Head aufgebaut. Bedeutet relativ weicher Gummi, vielleicht, keine Ahnung, 50 Shores, sehr, sehr weich, kann man ganz easy zusammenknödeln. Und habt ihr hier außen so einen kleinen Steg außenrum. Bedeutet, wenn sich der Gasdruck einmal aufbaut im hinteren Bereich, wird diese Lippe hier seitlich ein bisschen nach außen gepresst gegen die Wandung vom Verschlussträger und somit dichtet das Ganze ab. Auf der einen Seite ist es gut gelöst, wie gesagt, es dichtet super ab, allerdings ein kleiner Nachteil natürlich im Vergleich zu einem normalen O-Ring. Wenn das Ding mal irgendwie porös oder irgendwas wird, der Gummi, braucht er halt wieder exakt so eine Dichtung hier, exakt für dieses Modell. Ja, da wäre mir persönlich, wäre so bei GHK ein stinknormaler O-Ring hinten mit Ventilation, wäre mir fast ein bisschen lieber gewesen. Denn wenn das Ding verschlissen ist, dann baller ich einfach einen O-Ring für 5 Cent rein und gut ist. Hier muss man halt wieder gucken, damit man die Dichtung extra wieder auftreibt oder eben herbekommt. Gut, aber das muss natürlich jedem klar sein, der sich jetzt so eine Marui einmal als Eigenimport besorgt. Gut, dann bleibt eigentlich nur noch einmal vom Nozzle-System selbst her der Nozzle-Stop. Das ist quasi dieses Bauteil, auch dieses ist aus ABS-Kunststoff gefertigt. Das ist quasi dieses Bauteil, was die Nozzle zunächst einmal führt. Also sozusagen auch der Nozzle-Guide. Und wenn dann quasi der Verschluss relativ hinten ist, stößt die Nozzle hier hinten gegen die Kante und durch die Rückholfeder wird das Ganze einfach wieder zurück in den Verschlussträger reingezogen sozusagen. Ja, es ist nur ABS, aber was man auch sagen muss, da sieht man absolut noch gar nichts. Da sieht man weder eine Schlagkante noch sonstiges. Wird auch über eine relativ große Fläche hier hinten einmal gebremst oder gehalten. Also absolut hier, ob es hier Probleme gibt, bezweifle ich. Also hier, wie gesagt, auch wenn es ABS ist, das sollte eigentlich problemlos halten. Auch wird das Ganze jetzt nicht wie bei der tollen Modify PP2K über 2 kleine Minischrauben im Verschlussträger irgendwie reingeschraubt, damit es rausreißen kann, sondern das hält natürlich einmal komplett über das fette Gewinde hier oben drin. Also hier quasi so wird das Ganze gehalten und zusätzlich habt ihr natürlich hier seitlich auch noch einmal euren Spannhebel mit dran. Also hier wird das Teil sauber fest gehalten und kann nicht irgendwie über die Nozzle irgendwie rausreißen. Auch wenn ihr da mal ein bisschen stärkeres Gas verwendet in dem Teil, glaube ich nicht, dass es hier Probleme mit dem Nozzle Guide oder mit dem Nozzle Stop einmal gibt. Wie gesagt, ist ABS, ja, aber es funktioniert. Und natürlich läuft die Nozzle auch wunderbar und smooth einmal auf den Führungen. So, dann hier das Ganze nochmal im zusammengebauten Zustand. Wie gesagt, die Nozzle wird hervorragend einmal geführt. Die Nozzle selbst läuft wunderbar und ja, fast schon ein bisschen arg smooth. Was man vielleicht im Video jetzt auch einmal hören kann, dass diese komische Rückholfeder, die große, die da einmal drin ist, die reibt ein bisschen am Kunststoff. Und das hört man auch ein bisschen beim Schießen nach dem Schuss dann schwingt die ein bisschen oder klingelt die so, nein, da klingelt nicht, aber die schwingt so ein bisschen nach, die Feder da innen drin, die Rückholfeder. So, wie gesagt, aber dichtet sauber ab irgendwie, spritzt nicht, sabbert nicht, läuft sauber. Einen kleinen Punkt natürlich, den man noch beachten muss, das ist natürlich hier hinten die Aufnahme oder die Halterung für die gesamte Nozzle hier innen drin. Das ist natürlich nur so ein fetter Kunststoffclip, also ein E-Clip, aber wesentlich größer und aus Kunststoff. Warum man da jetzt ein spezielles Kunststoffteil fertigt, verstehe ich jetzt auch nicht ganz, weil wenn euch der durchbricht, dann müsst ihr wieder gucken, dass ihr sowas herbekommt. Hätten sie einen stinknormalen, handelsüblichen, genormten E-Clip genommen, wie bei VFC zum Beispiel, und der verbiegt oder so, ja, dann besorge ich mir ein paar Cent ein und habe einen neuen da. Wenn der Kunststoff aufplatzt oder aufreißt hier hinten, ja, dann dürft ihr erstmal schauen, wo ich wieder so ein blödes Teil herbekomme.
Aber wie gesagt, hätte man auch über einen stinknormalen E-Clip einfach lösen können hier hinten dran. Okay, so, noch einen kleinen Punkt, und zwar diese Aluminiumführung hier innen drin. Die ist vermutlich gedreht oder irgendwas, denn die hat, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt, hat die so ganz feine Riefen oder so ganz feine Rillen. Das kennt man, oder das hat man ja auch häufig, wenn es zu schnell gedreht wird oder sowas, dann ergibt sich einfach durchs Drehen so ganz, ganz feine, ja, so Riefen einfach. Und das hat man auch hier. Könnt ihr, glaube ich, hören, ne? Und dieses Quietschen und dieses Reiben, das habt ihr aber auch, wenn ihr jetzt den Verschluss in der Waffe selbst verbaut und repetiert sozusagen. Bedeutet, hier reibt auch dieses Aluminium reibt quasi auch oben in der Tube einmal drin. Wartet mal, quasi hier einmal. Bedeutet, hier sollte man definitiv vielleicht ein bisschen Fett oder irgendwas aufbringen, damit es da nicht so widerlich reibt und kratzt. Da hätte Marui doch auch, wie damals GHK, einfach hier vorne quasi eine kleine Nut reinfräsen können oder reindrehen und dann einen O-Ring anbringen, damit eben hier das Aluminium vorne hier in der Tube noch ein bisschen geführt wird. Und nicht das Aluminium einfach hier innen drin ein bisschen reibt. Wäre auch ein Punkt gewesen, hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können. Wie gesagt, kritisieren kann man es nicht, es gibt es nicht irgendwie Abrieb oder sowas, aber es hört sich einfach ein bisschen, ja, es hört sich einfach nicht so schön an, muss man sagen. Dann können wir uns auch gleich das Schließsystem mal anschauen. Wir haben hier innen drin eine riesengroße Federstange oder einen riesengroßen, einmal fetten Spring Guide. Der ist übrigens aus Zink gefertigt. Und dann seht ihr hier nochmal im hinteren Bereich so eine fette Pufferfeder einmal drin. Das Ganze wird überbrückt über so einen Aluminiumring. Also das ist auch kein Stahl, sondern es ist Alu. Bedeutet, wenn letztendlich das Ding einmal nach hinten katapultiert wird, schlägt es dann quasi im hinteren Bereich nochmal gegen diese Pufferfeder und hilft sozusagen erstmal die Energie rauszunehmen, weniger Belastung aus Material, und unterstützt auch gleichzeitig wieder die Vorwärtsbewegung, also es Schließen sozusagen von dem Verschluss. Was ich aber auch finde, ja, ich habe es euch vorhin bei der Demontage schon mal gezeigt, diese mega fette, lange Schließfeder, die hier drin ist, die läuft natürlich hier einmal innen drin im gesamten Röhrchen und die ist ein bisschen lasch, muss ich sagen. Also die ist, da schaut mal, da ist so gut wie, ja, da ist echt sehr, sehr wenig Widerstand drauf. Und dementsprechend ist halt eine Marui, ich würde es jetzt nicht vergleichen mit einer GHK oder sowas. Ich bin mir auch nicht sicher, oder ich habe auch nicht geschaut, ob es irgendwie ein bisschen stärkere Recoil Springs oder Schließfedern gibt für dieses Modell. Wäre ein bisschen angebracht, finde ich. Gerade wenn man es in Deutschland hat, das Ding, und sage ich mal, mit ein bisschen mehr Bums spielt, 1,5 Joule, ein bisschen stärkeres Gas vielleicht, dann wäre es einfach von Vorteil, eine etwas straffere Feder zu haben, damit das Ding einfach ein bisschen schneller wird. Denn andere Systeme sind hier deutlich flotter vom Verschlusssystem. Also da ist die Typ 89 von Marui, die hat hier eine gewisse, ja, eine ganz, ganz kleine gewisse Trägheit drin. Wie gesagt, das sind andere Systeme, gerade die GHKs sind da deutlich flotter unterwegs. Denn wie gesagt, die Feder ist ein bisschen, ja, bisschen smooth, sagen wir einfach mal, ne? Wie gesagt, daher es dieses Modell in Deutschland regulär nicht zu kaufen gibt, habe ich diesmal auch nicht irgendwo im Netz rumgeschaut, habe irgendwie geguckt bei Rainbow 8, ob es irgendwie Tuning-Teile dafür gibt oder ob es irgendwie von anderen Herstellern von Leylex oder so andere Federn gibt. Wie gesagt, habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt. Wer sich so ein Ding holt und eine Einzelabnahme macht oder Einzelimport halt macht bei Shopgun oder so, der wird sich halt dann damit auseinandersetzen. Wie gesagt, eine etwas straffere Feder, minimal vielleicht 10%, 15%, wäre definitiv zu empfehlen, würde ich fast behaupten. Gut, Leute, und dann fehlt noch einmal Lauf- und Hop-Up-System. Und hier ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an die Firma Shopgun. Why? Why the fuck? Nein, hier wirklich, also Dominik, sorry, aber ein kleiner Kritikpunkt. Ihr gebt euch so viel Mühe. Ihr macht hier eine Einzelabnahme beim Beschussamt. Ihr lasst das Ding zu. Ihr schreibt eine deutsche Gebrauchsanweisung extra dafür. Und dann schreibt ihr sogar rein, Lauflänge 250 mm. Warum in aller Welt baue ich da kein 400 mm Lauf rein und lasse das Ding mit 400 mm zu? Jetzt hat man hier eine Typ 89 GBB mit einem 250 mm Innenlauf. Und wir haben natürlich hier einen Outer, wo problemlos locker ein 400 mm Lauf reingegangen wäre. Oder lass ein Standard M4 Lauf sein mit 363 mm. Dann hätte man von Haus aus vielleicht schon mal 1,3, 1,4 Joule problemlos rausbekommen. Und dann hätte man den Rest über den Endpass regeln können. Dann hätte man das Ding von mir aus mit 1,5, 1,6 problemlos spielen können.
So ist man natürlich jetzt limitiert aufgrund der Lauflänge. Bedeutet ja, natürlich, wir können uns jetzt hier einen N-Pass reinballern, wir können unheimlich viel Gas verschwenden, aber es ist halt Quatsch. Ein längerer Lauf wäre definitiv von Vorteil gewesen. Dementsprechend ein bisschen schade, dass das Ding mit einer Lauflänge von 250 mm zugelassen ist. Das ist einfach meiner Meinung nach Quatsch. Wie gesagt, ein stinknormaler GBB Messinglauf rein fürs Beschussamt mit 363 mm oder mit 400 mm, zack, das Ding mit 400 zugelassen und fertig. Wo ist das Problem? Hier hat jetzt also quasi der Wilhelm, oder ja, ist man limitiert aufgrund der Lauflänge. Man hat einen ewig langen Auto, ich meine, schaut es euch an, so sitzt die Hop-Up-Kammer drin. Da hört einmal euer Innerlauf aus und so lang hätte er noch sein können. Bedeutet, die Kugel ist auch hier einmal im Auto, ja, wird halt absolut nicht mehr beschleunigt. Dementsprechend hier leider ein Kritikpunkt, Lauflänge ist totaler Humbug, das ist Quatsch. Wie gesagt, ja, wenn man das Ding schon zulässt, dann definitiv Lauflänge 363, Standard M4-Länge oder vielleicht sogar 400 mm, je nachdem, was man halt herbekommt. Also hier leider Kritikpunkt heute, Lauflänge viel zu kurz für den Auto. Muss man aber auch dazu sagen, natürlich für Japan, für Marui, für die Energie, die schauen schon, dass sie halt nicht zu viel Bums rausbekommen. Aber wie gerade schon angesprochen, wenn ich schon eine Einzelabnahme mache für Deutschland, dann ist doch scheißegal, dann kann ich da einen längeren Lauf reinballern und dann lasse ich das Ding halt mit 363 zu und dann habe ich halt standardmäßig schon 1,4, 1,5 Joule drauf. Also hier leider ein bisschen verbockt meiner Meinung nach. Gut, schauen wir uns dennoch das Hop-Up-System einmal im Detail an. Zunächst mal die Hop-Up-Kammer selbst ist zweiteilig, ist einmal aus Zink gefertigt und dann habt ihr hier seitlich 3 kleine Zahnräder dran, welche aus ABS gefertigt sind. Hier zunächst mal der eine Punkt, dass wir in diesem Zahnradsystem doch relativ viel Spiel drin haben. Bedeutet, hier könnt ihr vielleicht sehen, das Zahnrad schwabbelt ein bisschen rum und wenn wir dann drehen, könnt ihr vielleicht sehen, das erste Zahnrad bewegt sich, keine Ahnung, 2-3 mm. Das hinterste Zahnrad macht noch gar nichts. Also warum er das jetzt hier über so viele Zahnräder regelt, weiß ich jetzt auch nicht. Der nächste kleine Punkt ist auch, der Lauf wird nicht zu 100% festgehalten. Bedeutet, wenn ich jetzt einfach mal den Lauf festhalte, dann kann die ganze Hop-Up-Kammer da auf dem Lauf ja ein kleines bisschen rumschwabbeln oder sich verdrehen. Das ist auch ein bisschen suboptimal. Der sollte eigentlich schon immer so press wie möglich einmal in der Kammer drin sitzen. So, dann zum Hop-Up-Einstellen habe ich euch vorhin schon mal ganz kurz gezeigt. Ihr müsst also einen Vorderschaft wegballern, dann habt ihr hier das kleine Rädchen und dann könnt ihr hier quasi einmal Minimum-Hop und dann hier einmal drehen, um mehr Hop drauf zu geben. Versteht mich nicht falsch, ja, wir haben hier ein bisschen Zahnspiel drin, aber das Ganze läuft letztendlich auch über den O-Ring und das hintere Rädchen sitzt dann schon relativ anständig. Ich meine, es sitzt nicht wirklich fest, ihr könnt es hier sehen, es hat immer noch ein kleines bisschen Spiel drauf. Aber man merkt jetzt keinen großen Hop-Unterschied zwischen einzelnen Schüssen. Also es ist nicht so, dass ihr auf einmal Hop drauf habt beim einen Schuss, beim anderen Schuss wieder nicht. So ist es nicht. Aber wie gesagt, es gibt Hop-Up-Systeme, die sind da vielleicht ein bisschen besser geeignet dafür. So, dann können wir sie auch aufmachen. Ich zeige es euch zunächst aber mal von oben. Hier seht ihr, dass das Ganze so gelöst wird, ähnlich wie bei einer Backup, also wie bei einer Pistole. Bedeutet hier auch einmal so eine Art Stahl-Tensioner drin, den ihr letztendlich über dieses Kunststoffrad dann, wie bei einer Backup, wie gesagt, einmal überdrehen, einmal draufdrückt oder runterstellt. Hier einmal zu erkennen. Finde ich auch nicht schön, denn dementsprechend ist mir hier auch schon wieder ein bisschen limitiert. Man kann keine anderen Tensioner reinbauen, man kann relativ wenig Fläche nutzen, das ist ein bisschen schade. Hier also vergleichbar mit einer Backup oder mit einer Pistole beim Thema Hop-Up. Natürlich, Bucking ist Standard, bedeutet, man kann sich jetzt ein Autobot reinmachen aus Silikon-Bucking oder so ein Maple Leaf, aber Tensioner könnt ihr vergessen. Eventuell gibt es irgendwie so ein iKey, heißt das Ding iKey? Von Maple Leaf gibt es dieses Einlageteil für Hop-Up-Systeme, für High-Covers, glaube ich, ist es, oder auch für Glocks. Das legt man hier zwischen rein, damit man quasi hier im mittleren Bereich mehr Druck einmal aufbauen kann aufs Bucking. Denn wenn der hier mal drauf schaut, drückt natürlich dieser Lever nur links und rechts aufs Bucking drauf. Der obere Bereich ist komplett einmal frei. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man so ein iKey nutzen könnte von Maple Leaf oder vielleicht gibt es auch andere Hop-Up-Kammern auf dem Markt. Weiß ich, wie gesagt, nicht, habe ich nicht geschaut, damit man hier einfach ein bisschen mehr Fläche bewegen kann. So, hier sitzt auch ein bisschen, ja, passgenaue Führung ist auch ein bisschen was anderes meiner Meinung nach. Also Marui baut normalerweise schon gute Hop-Up-Systeme, aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung,
für mich nicht befriedigend. Okay, machen wir das Ding mal noch kurz auf. So, das Ding einmal aufgekloppt. Hier noch zunächst mal ein kleiner Punkt. Die Hop-Up-Kammer wird letztendlich nur über so ganz kleine M2-Schrauben zusammengehalten. Die seht ihr hier einmal. Das sind die 2 Schrauben, die quasi die Hop-Up-Kammer einmal zusammenhalten. 2 kleine Babyschrauben. Gut, muss man halt ein bisschen aufpassen beim Festziehen, wenn man hier irgendwie das Bucking mal tauschen sollte. Gut, wenn wir gerade schon mal am Thema Bucking sind, das ist ein 0815 Standard GBB-VSR Bucking. Bedeutet auch hier von der Härte her relativ weich, vielleicht 60, maximal 60 Shore. Und eine stinknormale 0815 Patchfläche einmal innen drin. Das kann man, glaube ich, das können wir so, glaube ich, recht gut erkennen. Ich stülpe jetzt nicht extra nochmal um. Doch, so müsst ihr es, glaube ich, sehen können. Also 0815 Standard Patchfläche. Und auch der Lauf ist letztendlich ein Standard GBB-Lauf von der Aufnahme her. Auch hinten. Der einzige Unterschied ist, dass wir halt vorne noch so einen eingearbeiteten O-Ring haben, der quasi den Lauf nochmal im Outer sozusagen zentriert. Das ist in Ordnung, sowas gefällt mir. Aber wie gesagt, die Lauflänge ist halt total daneben mit 52 mm. Wie gesagt, es wäre schön gewesen oder es wäre einfach gewesen von Shopgun einfach hier zu sagen, gut, wir machen einfach einen stinknormalen GBB-Lauf rein. Muss ja nichts Besonderes sein. Lasst einen stinknormalen GBB-Lauf sein aus Messing von irgendeinem Hersteller. Der kostet, wenn es hochkommt, 10 Euro oder 15 Euro mit einer Länge von 363. Reinballern, zulassen, fertig. Da hat man einen ordentlichen Lauf drin. Denn wie gesagt, der Lauf ist definitiv zu kurz. Und dann, wie gerade schon gesehen, hier können wir es nochmal in unserem inneren Bereich jetzt einmal anschauen. Hier wird der Hop halt leider auch nur über, ja wie bei einer Backup quasi, über so einen Stahl-Tensioner runtergedrückt. Da sind auch andere Hop-Up-Systeme leider ein kleines bisschen besser. Ich hatte auch in der Halle im Schusstest 0,3 dabei. Das hat nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Ich bin dann runter auf 0,25, es war schon besser. Und habe dann letztendlich einen Mittelwert genommen mit 0,28 Gramm. Wie gesagt, war nicht ganz perfekt, aber gut, was soll ich machen? Dementsprechend hier, normalerweise baut Marui sehr gute Hop-Up-Systeme, mit dem bin ich irgendwie nicht so ganz warm geworden. Also da gibt es definitiv Besseres einmal auf dem Markt. Okay Leute, so, bauen wir das Ding wieder zusammen und dann kommen wir einmal abschließend zum Fazit. Gut Leute, das soll es für heute wieder gewesen sein. Gibt abschließend wieder ein kleines Fazit heute zur Marui Typ 89 in der GBB-Version. Für Österreicher, Schweizer oder jemand, der halt einen Einzelimport machen möchte. Ich weiß, das Review, viele werden sich die Waffe wahrscheinlich nicht kaufen, weil es es einfach in Deutschland nicht gibt. Aber wie gesagt, Österreicher, Schweizer, vielleicht habt ihr jetzt hier mal was etwas Exotisches gefunden, was euch vielleicht reizt. So, fangen wir mal an. Fazit. Was finde ich jetzt gut? Klar, verarbeitungstechnisch ist das Ding hervorragend. Wie gesagt, Verarbeitung Marui ist immer gut. Auch hier Typ 89. Es ist alles passgenau gefertigt, gar keine Probleme. Gerade der Receiver ist mega, alles flutscht hervorragend, mechanisch. Dementsprechend Verarbeitung tipptopp, gebe ich einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt ist das gesamte System hier innen drin und auch die Toleranzen. Ich habe es euch bei den Internals gezeigt, die ganze Abzugsgruppe. Die ganzen Hebel, wie alles läuft und flutscht und ineinander greift, das ist einfach Marui wieder perfekt gelungen. Das einfach, wenn man nur dran hockt und den Hammer hin und her schaltet, das macht schon mega Spaß. Null Reibung, null Abrieb oder sowas. Also hier gesamtes System würde ich sagen und Toleranzen gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, nächster Pluspunkt, klar Typ 89, mal was Exotisches, nicht das 5000. M4 Modell oder M16. Ja, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall mal ein Modell, was man vermutlich kaum auf irgendeinem Spielfeld einmal antrifft. Dementsprechend exotisch oder Exot gebe ich ebenfalls einmal als Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt ist dann gerade vom Receiver, Upper und Lower, einmal die Beschichtung. Wie gesagt, ich kann es euch nicht sagen, was das für eine Beschichtung ist. Ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, dass der Mist mega kratzresistent ist. Da wenn der irgendwo drüber schraubt, scheißegal, passiert gar nichts. Ihr müsst also wirklich einen Schraubendreher innen drin ansetzen, drücken und reißen. Und erst dann bekommt ihr ansatzweise einen Kratzer in diese Beschichtung rein. Also hier, Beschichtung, Receiver, einfach nur hervorragend. Ich bin mir nicht sicher, ob das Cerakote ist. Wie gesagt, ich weiß es, ich kann es euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall unheimlich kratzresistent das Ganze. So, und dann der nächste und auch der letzte Pluspunkt auf meiner Liste. Das ist einmal die Marui. Läuft mit wenig Druck, also gerade wenn es ein bisschen, vielleicht das Magazin ein bisschen kälter ist, besser wie mit viel Druck. Dementsprechend vielleicht auch für den Winter oder wenn es halt ein bisschen kühler draußen ist, läuft das Ding problemlos. Ich meine, ihr habt es im Chrono gesehen, ihr könnt die Magazine durchblasen ohne Ende. Also es kommt zu keinen Problemen, dass es ausgast irgendwie, das nicht.
Also hier, je ein bisschen kälter ist vielleicht sogar bei dem System ein bisschen besser, wie wenn es zu warm ist und zu viel Druck hat. Könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht ist einfach die Knifte nicht für Gas mit viel Druck ausgelegt. Denn wie gesagt, ihr habt es vielleicht im Chrono gemerkt, wenn man mal die ersten 10 Schuss draußen hat oder 15 Schuss und das Magazin kalt wird, dann läuft das Ding konstanter und auch besser, aber halt auch ein bisschen langsamer. Also auch wenn es ein bisschen kühler ist, läuft das Ding problemlos. So, Neutralpunkte habe ich 2 Stück. Der erste Neutralpunkt ist einmal das Hop-Up-System. Ich weiß nicht warum, aber das funktioniert irgendwie nicht so gut. Also normalerweise jede Marui, die ich bis jetzt hatte, hat eigentlich out of the box problemlos geschossen. Da ist eigentlich Marui auch bekannt dafür. Beim Typ 89 hat das Hop-Up leider nicht so toll gearbeitet. Ich denke, entweder liegt es an diesen 3 Zahnrädern, die ineinander greifen und da relativ viel Spiel drauf ist. Oder es liegt vielleicht daran, dass hier halt ein Hop-Up-System drin verbaut ist, was ähnlich ist wie bei einer Pistole oder bei einer Kurzwaffe. Mit diesem Tensioner, das System, was nur links und rechts drückt. Könnte man vielleicht irgendwie mit einem Maple Leaf Autobot vielleicht noch ein bisschen was reißen. Weiß ich wie gesagt nicht und werde ich auch nicht extra testen. Aber das Hop-Up war out of the box jetzt nicht Marui-Niveau, sagen wir einfach mal. Wie gesagt, man kann es so verwenden, aber schon Besseres gesehen. Belassen wir es einfach mal dabei. So, mein nächster Neutralpunkt, das ist leider die Verfügbarkeit. Wie gesagt, Einzelimport. Dieses wunderschöne Ding bekommt ihr standardmäßig nicht in Deutschland zu kaufen. Finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, da kann sich doch mal jemand einen Ruck geben und mal die GBB und die SAEG-Version einmal nach Deutschland holen. Muss man ja nicht gleich irgendwie 100 Stück oder so kaufen, aber vielleicht mal so 20, 30 Stück Shopgun. Ich nehme da die SAEG. Ne, wie gesagt, leider nicht in DE verfügbar, gebe ich einen Neutralpunkt. So, und jetzt habe ich noch 2 Kritikpunkte auf meiner Liste. Da wäre der erste Kritikpunkt, das geht leider auch ein bisschen seitens Shopgun. Gut, man darf nicht so viel kritisieren. Die können letztendlich auch nichts dafür. Die haben das Ding so zugelassen, wie sie Marui baut. Und Marui verbaut aufgrund der Rechtslage in Japan halt hier in den Lauf rein mit 250 mm. Bedeutet, ein Innenlauf, der ist nur so lang. Und dementsprechend muss ich hier leider einen Kritikpunkt geben. Der Lauf ist für unsere Verhältnisse und das, was wir spielen, einfach zu kurz. Wenn man schon eine Einzelabnahme macht, dann hätte ich, wenn ich auch ein Shotgun der Stelle gewesen wäre, ich hätte einen 363er M4 reingemacht oder vielleicht sogar einen 400er und hätte das Ding da mit einem längeren Lauf zugelassen. Weil dann hätte man nämlich auch problemlos, sage ich mal, aus dem Ding 1,5, 1,6 rausbekommen. Wenn es dann höher gewesen wäre von der Energieabgabe, dass man, sage ich mal, mit einem langen Lauf vielleicht sogar bei 1,8 oder so gewesen wären, dann hätte man das Ganze eben mit dem N-Pass noch drosseln können. Bedeutet sozusagen die Gasmenge dann über den N-Pass runterschrauben. So ist man jetzt ein kleines bisschen limitiert, Lauflänge 250 mm und selbst wenn man sich da einen N-Pass reinballert und mehr Druck drauf gibt, bringt es bei der Lauflänge auch nicht mehr viel. Man verschwendet einfach nur noch mehr Gas und das Ding fällt noch schneller in den Cooldown rein. Also hier Lauflänge gebe ich heute leider einmal als Kritikpunkt. Das hätte man auch mit einem Längerlauf einmal zulassen können. So, und mein zweiter und dementsprechend auch der letzte Kritikpunkt, das ist die Effizienz. Zunächst mal habe ich euch gesagt, die beiden Magazine, egal ob ihr das Kürze oder das Große verwendet, das ist wurscht, die Gaseffizienz hat unheimlich geschwankt. Mal 63 Schuss, dann beim nächsten Mal wieder Raumtemperatur 20 Grad, dann auf einmal 92, was sehr gut wäre, muss man sagen. Also die Effizienz schwankt unheimlich bei beiden Magazinen. Und auch wenn man ein bisschen schneller triggert, ab und zu kann es passieren, dass hier seitlich die Gaswolken ein bisschen rausspritzen. Dementsprechend Effizienz gebe ich als Kritikpunkt und es könnte eventuell an der Abdichtung zwischen Rotor und Nozzle liegen. Ob es jetzt hier bessere Nozzeln gibt oder ob es irgendwie andere Rotor gibt, habe ich wie gesagt nicht geschaut. Da aber so viele Hersteller irgendwie Marui-Teile bauen, kann schon da sein, dass es irgendwie von Leylex vielleicht einen anderen Rotor gibt oder vielleicht von Garda oder von irgendjemandem eine andere Nozzle. Das kann schon sein. Aber wie gesagt, habe ich mich nicht informiert heute. Okay, dann müssten wir alles haben. Natürlich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Wilhelm, der mir dieses Modell einmal zur Verfügung gestellt hat. Als SAEG hätte ich Bock drauf. Wie gesagt, ist mal ein bisschen was anderes. Die GBB-Version, so wie sie jetzt auf dem Tisch steht, fehlt mir ein bisschen die Performance. Wie gesagt, da gibt es andere Modelle auf dem Markt, die performen ein kleines bisschen besser. Wie gesagt, ein kleines bisschen. Gut, nichtsdestotrotz, wenn ihr weitere Fragen habt zum Typ 89 GBB von Marui, dann fragt irgendjemand, der das Ding hat, denn ich schicke das Teil jetzt wieder zurück. Nee, wie gesagt, ich schicke es jetzt wieder zurück, dementsprechend kann ich nicht wieder darauf zurückgreifen. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, die jetzt in dem Review leider nicht beantwortet wurden,
dann wendet euch nicht an mich, denn wie gesagt, ich kann nicht nachschauen. Keine Möglichkeit. Habt ihr eine Frage zu irgendeiner anderen GBB oder zu irgendeinem Ding, was da hinten hängt, jederzeit Kommentarfeld nutzen. Dann bedanke ich mich auch diese Woche wieder, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr dieses Gelaber ertragen habt. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.